So, StreamYard sagt, wir sind live. Ich bin gespannt. Hallo Leute. Hallo und einen wunderschönen, ungewohnten Freitagabend bei uns hier im Livestream. Ja, war etwas spontaner als sonst und der Freitag war irgendwie so der einzige Tag, der gepasst hat. Ich musste eben schon feststellen, dass heute Abend das Handball-Halbfinale ist. Deutschland-Dänemark. Aber ich hoffe, dass trotzdem vielleicht ein paar Leute vielleicht uns nebenbei laufen lassen und schön mit zuschauen. Ja, man munkelt ja auch, dass nicht alle Sammler sportbegeistert sind gleichzeitig. Gucken wir mal. Echt? Okay. Gibt es denn schon Leute, zu denen man überhaupt Hallo sagen kann? Also ich sehe schon was. Ich sehe, dass wir 8 Leute also 8 Leute hört sich mal so komisch an, 8 Zuschauer im Chat haben. Vielleicht schreibt ihr einfach mal. Ja, und da schreibt schon der Erste. Ja. Da sind sie ja, kennt ihr noch. Grüße an euch. Grüße an Servus. Mayo und Mando oder eventuell nur Mayo oder nur Mando. Es wird wohl Mario sein. Er sagt ja, dass er derjenige ist, der den Kennt ihr noch Account betreut. Insofern müsste das unser lieber Krawattenmann sein. Vielleicht gucken sie sich auch zusammen, wer weiß. Vielleicht. Ja, Guck mal, Jana, Grüße an dich. Hello. Schönen guten Abend. Der Jürgen, hallo. Sehr Moin. schön. Ja, die Gäste trudeln ein. Sehr schön an einem Freitagabend. Ja, Party macht Zeit. Freitagabend ist vorbei in meinem Alter. Wir sitzen gemütlich zu Hause und chatten mit euch. Sehr schön. Und quatschen ein bisschen, nerdiges Zeug, sage ich einfach mal. Genau, das ist halt unsere Form der Party. Genau, das ist unsere Party. Darauf erstmal eine Cola Zero. Genau, von mir auch. Ich habe hier wieder mir wilde Sachen zusammengemischt und muss ein bisschen aufpassen. Das Glas ist etwas voll geworden. Auf einen schönen Abend. Ach, hey. Genau, auf einen schönen Abend. 100 Punkte für Zodi. Also ja, sitzt wohl der Mario am anderen Ende. Der Martine Z ist auch da. Hallo, die Tanja ist da. Hallo, Tanja. Und Tanja ist sogar zu zweit. Tanja. Ja, das heißt, da ist noch ein Gast dabei, der da zuschaut. Oh. Sehr schön, das freut mich. Minimi winkt zu. Ja, hallo Minimi. Hallo. Was hat Tanja denn da Lustiges neben ihrem Namen? Ist das ein bunter Esel oder ein Lama? Ich befürchte, das ist ein Roboter wahrscheinlich. Also was heißt befürchte? Ich gehe davon aus, dass es ein Roboter ist. Ich sage, es ist ein Lama. Ein Roboter-Lama vielleicht. Ein Roboter-Lama? Okay, ich sage, es ist ein Roboter. Ja. Ich weiß ich nicht. Doch, bestimmt. Stefan, du musst Ruben in unserer Gruppe noch begrüßen. Ist das hier ein Insider? Wer ist Ruben und wer ist unsere Gruppe? Aha. Doch, jetzt weiß ich. Ja, okay, doch. Ich bin ja auch, wie du wahrscheinlich auch, in einigen WhatsApp-Gruppen. Und da ist heute ein neuer dazu gekommen. Der hat auch gleich jede Menge Stuff angeboten. Zum Glück für mich nichts dabei gewesen. Ich wollte gerade sagen, wir waren nämlich gerade beim Thema der heutigen Sendung. Ja, genau. Okay. Ja, also moin Jürgen, grüß dich, mein Lieber. Ja, so, wie immer also wie immer nicht, aber wie in unserem Nerd Talk eigentlich immer Zodax Zeitresort und ich, der Stefan und ich, sitzen hier und quatschen heute oder quatschen immer über bestimmte Themen. Wir veranschlagen wie immer so knapp 2 Stunden. Und heute gibt es vielleicht ein ernsteres Thema vielleicht. Ja, ich weiß nicht genau, wie man's nennen soll. Also, nee, ernst ist es wahrscheinlich nicht so, aber... Also ich fühlte mich schon ein bisschen angefasst durch das Thema. Ich sag dir, was ist. Okay, ich habe da gleich auch noch eine Überraschung für dich. Was heißt eine Überraschung? Aber ein Highlight von mir, das müssen wir dann gleich erörtern. Heute soll es ja darum gehen, das ist mir spontan mehr oder weniger eingefallen, dieses Thema, nachdem Tanja und ich mal wieder hier wieder mal in der Sammlung im Hintergrund rumgeräumt haben. Übrigens, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich hoffe, das Bild heute bei mir ist ein bisschen besser. Letzte Mal habe ich ein paar Kommentare bekommen, dass es ein bisschen dunkel war und ein bisschen
bisschen diesig bei mir gefühlt. Ich hoffe, das ist ein bisschen besser ausgeleuchtet heute. Also für mich sieht es gut aus. Sehr schön. Ich bin ein bisschen blass, hast du eben auch schon gesagt, aber das stimmt, gerade im Vergleich zu mir. Ja, ich komme halt nicht so oft raus, vielleicht liegt es auch da dran. Ja, so. Ach, guck mal, der Foot Soldier ist auch dazu gekommen. Der ist auch wieder da. Grüße an dich. Der und Alex ist wieder da. Hallo, Sebastian. Ah, guck mal her, der Alex hat gerade hier sehr Marlo schön. Ist auch am Start. Coole Kameraperspektive, so sieht man mal den Raum komplett. Ja, nein, oder? Aber ja, erstmal vielen Dank, aber komplett ist er immer noch nicht, weil direkt hier vor mir auch noch Regale sind. Ich stehe quasi mit dem Schreibtisch mitten im Raum, aber vielen Dank. Ja, genau, Marlo ist da, World of Nerd ist da. Der Jürgen sagt, Bild wäre klar, Frank, sehr schön. Welchen Zimmer ist das, welches man im Thumbnail sieht? Ja, das ist Stefans Zimmer. Er hat mir mal so hintenrum so ein Bild geschickt und hat mir erlaubt, das in das Thumbnail zu packen. Ich habe dir das nicht erlaubt. Du hast es einfach gemacht. Du hast es mir geschickt und damit war die Erlaubnis ja quasi da. Ja, das war eigentlich nur privat, Frank. Ach so, da müssen wir uns nächstes Mal besser absprechen. Ich glaube auch. Ja, Tanja sagt auch wesentlich heller und besser. Sehr schön. Das freut mich. Aber jetzt, wo zwei da sind, schreibt Tanja auch immer doppelt. Das ist ja... Oh, sie schreibt jetzt sogar dreifach. Uiuiui. Uiuiui, wer ist da noch da? Wer guckt da noch zu? Wer ist die dritte Person? Ja, sehr schön. Ja, das Thema heute geht darum, wie gesagt, wir hatten hier in meiner Sammlung rumgeräumt und dann dachte ich, oder dann habe ich gesehen, dass doch alles schon wieder eng wird und ja doch immer noch Sachen dazukommen und ich war wirklich dann schon wieder am Überlegen oder ich bin am Überlegen, wie organisierst du das Ganze? Wie machst du das? Wie sammelt man überhaupt oder wie sammle ich? Was macht mir Spaß? Und was ist, wenn das ganze Zimmer mal voll ist? Was mache ich dann? Mhm. Ja, es ist eigentlich, finde ich, vollkommen normal als Sammler, dass man im Bereich Sammeln auch mal sein Sammelgebiet eventuell ein bisschen verändert, ein bisschen ausbaut, manche Sachen wieder abstößt, dann wieder eine neue Sache wieder anfängt zu sammeln, etc. Ja, also du bewegst dich da ja auch wirklich in ganz neue Richtungen, mein Lieber. Oh ja, oh ja. Ich habe ja wirklich die 90er-Jahre-Toys für mich lieb gewonnen. Da bin ich allerdings mittlerweile so weit, dass ich sage, oder ich habe mich ja eingegrenzt in Toylines, die auf Filmen oder Serien basieren, die es vielleicht auch nicht so in dem Übermaß gab. Ich nehme jetzt mal so Jurassic Park mal raus, da ist man ja überflutet worden. Ja, aber es gibt halt wirklich viele kleine Toylines, die aus 8, maximal 10 Figuren bestehen, aus den 90ern zu Filmen, die man hier teilweise auch gar nicht bekommen hat damals. Und die finde ich halt so toll. Und damit habe ich ja angefangen und das ging relativ schnell, dass ich da viel zusammenbekommen habe, weil die auch preislich echt noch erschwinglich sind. Und mittlerweile bin ich da aber überrascht, was es da alles gibt, was da alles zum Vorschein kommt. Wenn man denkt, okay, es ist ja so ein 0815 Hollywood-Film, sag ich mal, da würde man gar nicht drauf kommen, dass dazu jetzt so eine kleine Line nochmal aufgelegt wird. Aber man merkt ja auch, dass da eben oft Formen wiederverwandt wurden, ne? Dass wahrscheinlich die Konzerne, sei das jetzt Kenner oder Mattel, auch erkannt haben, okay, wir haben hier einen Film, der bietet 6 Figuren vielleicht und ein paar kreative Fahrzeuge. Da neue Gussformen en masse anzufertigen, lohnt sich nicht. Und da gucken wir, was wir noch im Keller haben und bauen da ein bisschen was zusammen. Ne? Und verwursten das nochmal, genau, richtig. Ja. Aber das macht es auch irgendwie gerade aus, diesen Charme, finde ich auch teilweise von den Sachen. Ich hatte ja zuletzt bei dem Sale von Z-Toys, da trinke ich übrigens auch gleich noch den Cola-Mix hier, hatte ich ja ein paar Figuren von Schwarzeneggers Last Action Hero bekommen. Und als ich die jetzt diese Woche bekommen habe und die in mein Regal gestellt habe, habe ich da auch das erste Mal gemerkt, dass es ist von Mattel, Last Action Hero ist von Mattel rausgebracht worden, 1993. Und im gleichen Jahr kam ja der Stallone-Film Demolition Man raus. Und dazu gab es von Mattel auch Figuren. Und oh Wunder. Genau, und für die Demolition Man-Figuren. Genau, das kommt auch noch, aber die Last Action Hero und Demolition Man Figuren haben die gleichen Karten, gleiche Kartengröße, gleiche Blistergröße. Teilweise haben sie auch den gleichen Körper
und so weiter, nur halt anders bemalt. Also richtig, richtig krass. Und die kamen halt beide im gleichen Jahr raus und wurden halt zusammen verwurstet. Und ich glaube, du wolltest jetzt noch was He-Man-Bezogenes sagen wahrscheinlich. Ja, genau, das fand ich auch sehr spannend, dass tatsächlich ein Großteil der Figuren aus der Demolition Man-Reihe Form der He-Man New Adventures Figuren nochmal genutzt haben. Aber das war bei Last Action Hero, glaube ich, nicht so, oder? Zumindest bei den Figuren, die ich jetzt habe, ich habe noch nicht alle, da gab es, glaube ich, 8 Stück, ich habe jetzt 5, sehe ich zumindest keine New Adventure Vergewaltigungen, sagen wir mal so. Also da ist wohl keine bisher verwendet worden, soweit ich das erkennen kann. Da wurde keine Leichenfledderei betrieben? Nee, nee. So. Ich möchte ja gerne aus der Last Action Hero Line den Schwarzenegger haben. Den habe ich gesucht auf der Toplosion, habe ihn da aber nicht gefunden. Es gibt 2 verschiedene, glaube ich. Es gibt 3. 3 sogar, okay. 3. Ich wollte den ganz klassischen mit der Lederjacke haben. Mit der Lederjacke? Ich glaube, der hat doch so eine Lederjacke. Genau, richtig. Ich gucke gerade hier, weil ich habe jetzt die Verpackung von dem Riesen dabei. Da sind sogar Figuren, da sind sogar Figuren drauf, hier hinten, die gar nicht mehr rausgekommen sind. Die haben da sogar schon weitere Figuren auf der großen, nur auf dem großen Karton von der großen Figur gezeigt, wo es dann keine zweite Wave mehr kam. Ganz kurz, dann mache ich den Kommentar hier wieder weg. Kennt ihr noch, fragt, ob ich meine Virus-Line komplett habe? Das, was du eben gesagt hast, eine Toyline zu einem Film, wo man ein Normalsterblicher nie denken würde, dass es eine Toyline zu gab, oder was bringt jemanden dazu, zu diesem Film eine Toyline rauszubringen? Der Film ist von 98, meine ich, oder 99. Und geht ja auch in Richtung Horror, muss man sagen. Horror, Science Fiction, nicht Science Fiction, nicht richtig, eher Horror, doch, ja, so ein Terminator auf See, mit Horrorelementen, so ein bisschen, ja. Nee, habe ich noch nicht komplett. Ich habe 4 Figuren. Das heißt, mir fehlt noch dieses große Goliath heißt der, glaube ich, so ein großes Vieh und noch zwei Einzelfiguren, glaube ich. Also wie gesagt, das sind so ganz kleine Toylines. Bevor wir jetzt da abschweifen, eigentlich wollten wir heute in dem Stream darüber sprechen, ab wann wird es denn, sag jetzt mal, gefährlich beim Sammeln? Ab wann kommt man denn in so ein, ich sage jetzt, ich habe es geschrieben als Messi bezeichnet, in so ein Messitum rein, dass man wirklich nur noch hortet, nur noch die Sachen zusammenrafft. Damit meine ich noch nicht mal, dass man halt irgendwie kistenweise die Sachen jetzt sogar in seinem Zimmer stapelt oder so weiter und sich gar nicht mehr an den Dingen erfreut, sondern einfach, ich bekomm's und pack's einfach sofort in eine Kiste, weil ich überhaupt keinen Platz mehr habe. Ja, und mir ging das da wirklich, wie ich dann hier zuletzt einige Sachen bekommen habe. Ich habe die Figuren per Post bekommen, habe den Karton aufgemacht, habe die Figur rausgeholt, habe die mir ganz kurz angeguckt, also original verpackt meistens, ganz kurz angeguckt und ins Regal gestellt zu den anderen. Und da ist sie dann untergegangen. Ja, da war sie einfach eine von vielen. Das heißt, ich habe mich gar nicht mehr richtig gefreut über diese Art von Figur, über diese neue Figur, die ich bekommen habe. Und deswegen dachte ich, gute Idee für einen Livestream. Mal gucken, wieso die Meinungen sind. Ja, und natürlich wollte ich jetzt noch mal ganz kurz, weil nicht, dass sich jemand angegriffen fühlt und so weiter, wenn man halt hier jemanden, einen Sammler als Messi betitelt, sage ich mal, habe ich mal so ein bisschen online einfach mal geguckt und die Bezeichnung Messi mal so ein bisschen erörtern lassen. Und ich wollte das einfach mal kurz... Natürlich schon einen negativen Touch, muss man sagen. Genau, einen negativen Touch, genau. Und deswegen wollte ich das jetzt kurz mal einfach vorlesen. Das ist jetzt das Extrem. Und zwar, wie erkennt man einen Messi? Zu den Symptomen eines Messi-Syndroms zählen, die Wohnräume werden so zugestellt und vollgestopft, dass sie nicht mehr nutzbar sind, außer um dort gehortete Gegenstände zu lagern. Wohnräume, in denen die extreme Unordnung zu einer Brandgefahr wird oder zu Schädlingsbefall führt. Soweit möchte ich jetzt gar nicht bei den Sammlern gehen. Deswegen, wie gesagt, also jetzt nicht als denken, jeder ist jetzt ein Messi oder ich sage jetzt, jeder Sammler ist ein Messi oder so weiter, sondern ich habe noch einen Text und dann können wir da anfangen zu diskutieren, sondern was bedeutet es, ein Messi zu sein? Und das trifft es für mich schon so ein bisschen eher. Ja,
Denn Personen mit Messi-Syndrom haben einen starken Drang, Gegenstände anzuhäufen und aufzubewahren. Und es quält sie, wenn sie sich von diesen Gegenständen trennen müssen oder auch nur darüber nachzudenken. Sie haben nicht genug Platz, all diese Gegenstände unterzubringen, die sie einsammeln. Das finde ich schon eher, ich tue mir nämlich auch schwer, wie gesagt, meine Sachen hier, ich wollte gerade sagen, artgerecht, aber so wie ich es halt gerne möchte, auszustellen, für mich auszustellen, weil es ist ja mein Sammlerzimmer. Es ist aber mittlerweile so viel geworden, dass ich auch schon drüber nachgedacht habe, einzelne Toylines zu reduzieren. Einzelne Toylines vielleicht, anstatt die komplette Toyline hier im Zimmer stehen zu haben, einfach nur, ich sage jetzt mal, den Hauptcharakter zu nehmen und den Rest in Kisten und ab in den Keller. Und da habe ich mir gedacht, okay, stopp. Was machst du hier eigentlich? Und dann kam die Idee, wie gesagt, zu diesem Livestream. So, ich grüße gerade nochmal der Michael Pfaff. Der Micha ist auch da natürlich. Der Pascal ist da. Der Timo ist da. Also Grüße an alle, die dazugekommen sind. Und ich möchte jetzt anfangen, endlich, und dann diskutieren wir jetzt mit einem kleinen, ich blende jetzt was ein. Und ich denke, ich habe mir mit dem Stefan, also mit Zodax Zeittresor hier, genau den richtigen Sammler mit ins Boot geholt. Denn ich habe natürlich Werbung für, oder ich habe eine Ankündigung auf meinem Facebook-Kanal gemacht für diesen Stream. Wann ist man Messi, wann ist man Sammler? Und der Stefan hat das kommentiert. Und das möchte ich jetzt mal einblenden. So, Stefan hat kommentiert, nicht ohne Grund hat bisher noch nie jemand mein Sammlerzimmer gesehen. Stefan, was ist da los? Ist es wirklich so schlimm bei dir? Schlimmer. Schlimmer? Das heißt, ja, also du legst die Kisten oder? Nein, das nicht, aber es ist, also wir sind vor einiger Zeit umgezogen, ist aber auch jetzt schon ein bisschen her, aber trotzdem habe ich das Sammlerzimmer nicht wieder so herrichten können, wie es früher mal war, mit den Vitrinen und mit den, ja, mit einer Präsentation der Stücke, wie man sich das so wünscht, sage ich mal. Also es ist wirklich, wie du schon gesagt hast, ne, es ist viel in Kisten nicht unbedingt, ne, aber es steht halt so, wie Platz da war und nicht so, wie es für das Auge angenehm ist, sag ich mal. Mhm. Okay, okay. Hier kommt gerade, genau, hier kommt zum Beispiel Diana, schreibt zum Beispiel, Stefan, du verkaufst doch auch. Das heißt, du sortierst doch immer das ist richtig. Mhm. Du kannst dich auch trennen. Das ist auf jeden Fall auch so ein wichtiger Punkt, dass ich mehr und mehr dahin übergehe, dass ich versuche, auch immer wieder Sachen zu verkaufen, weil es ist halt einfach viel geworden. Es ist noch nicht mal so, dass alles jetzt hier irgendwie in der Wohnung wäre. Also ich habe so ein Sammlerzimmer, aber dann habe ich eben auch noch diverse andere Räume, nicht in der Wohnung, außerhalb, sage ich mal, wo Sachen lagern. Und das ist natürlich genau das, was du auch angesprochen hast. Da muss man sich wirklich kritisch hinterfragen und sich fragen, was bringen einem diese Sachen, wo man vielleicht dann weiß, dass man sie hat, teilweise vielleicht es auch nicht mehr so genau weiß, was man da hat, und die dann irgendwo sind, wo sie nicht wirklich zugänglich sind in dem Moment, sag ich mal. Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Das finde ich halt auch schwer. Ja. Das sind halt alte Sachen, ne? Also das ist jetzt nichts, es ist jetzt nicht so, dass ich mir aktuell irgendwas kaufe und dann fahre ich da, hole 10 Kilometer und pack das in irgendeine Lagerhalle. Also so ist es nicht. Aber hat sich ein bisschen so angehört eben. Nee, aber ich sammle ja auch nicht erst seit gestern. Und da hat sich über die Jahre doch vieles angesammelt, was für mich jetzt eben auch nicht mehr so im Fokus steht vielleicht, und das ist dann eben ausgelagert, sage ich mal. Aber wenn ich finde die Sachen ja nach wie vor alle toll, aber wenn ich die alle ausstellen wollen würde, dann bräuchte ich also mindestens 3 oder 4 Sammlerzimmer, um entsprechend das dann so präsentieren zu können, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Aber das ist jetzt wieder ein guter Punkt. Ich habe mir nämlich auch gedacht, wenn du die Sachen jetzt in Kisten packst, weil du sie einfach nicht ausstellen kannst und du fokussierst dich jetzt wirklich auf das, was du wirklich, wirklich in deinem Zimmer haben willst. Den Rest packst du jetzt in Kisten und
verstaust du wo auch immer. Ob es jetzt in der Lagerhalle ist, ob es im Keller ist, ob es auf dem Dachboden ist, was auch immer. Dann sind die Sachen ja weg. Ja, würdest du oder hast du jemals schon mal dann diese Sachen auch wieder zurückgeholt und hast diese dann ausgetauscht mal in der Sammlung? Oder, weil ich meine, die Sachen sind ja weg. Das heißt, man könnte sie auch theoretisch genauso gut, du sagst, das ist nicht das Haupt- oder das sind nicht meine Lieblingsstücke, sondern ich finde die zwar toll, aber es ist jetzt nicht, sonst wäre es ja in deiner Sammlung, es hat jetzt nicht diese hohe Priorität. Würdest du sie nicht auch einfach verkaufen können, dann sind sie weg und du hast wieder Geld für andere Sachen? Also es ist ja so, dass Prioritäten sich auch immer mal ändern, ne? Und auch nicht, ich würde mal sagen, dann sie ändern sich, aber sie können sich auch wieder zurückändern. Also ich hatte das jetzt auch schon gerade mit den Moto-Vintage-Figuren, ne? Ich habe ja sehr, sehr früh mit dem Sammeln angefangen. Das war so um 2000 rum. Ne, da haben die meisten noch überhaupt nicht sich Gedanken gemacht, dass man irgendwie wieder He-Man sammeln könnte. Also direkt mit Erscheinen der Commemorative Line damals bin ich ins Sammeln wieder eingestiegen und habe wirklich angefangen dann über eBay damals schon. Ich habe mal geguckt, mein Account ist, glaube ich, im September 2000 entstanden, mein eBay-Account. Und den habe ich mir damals gemacht, um Masterfiguren zu kaufen. Okay. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich aber so nach 1, 2 Jahren ungefähr das Interesse wieder verloren. Ich habe mir original verpackte Figuren gekauft und lose Figuren im Mint-Zustand parallel. Und die losen Figuren, ich habe halt auch gemerkt, mit denen habe ich mich mehr beschäftigt. Hier hat ja eben auch der gute Jürgen geschrieben, dass eben wichtig ist, dass man sich auch mit den Dingen auseinandersetzt. Und das merke ich bei mir, dass es eigentlich nur mit losen Figuren der Fall ist. Vielleicht auch irgendwie logisch, weil mit einer verpackten Figur kannst du ja gar nicht so viel machen. Du kannst sie dir eben angucken, kannst gucken, ist der Blister noch fest auf der Karte, ist er vergilbt oder nicht. Ja, und dann musst du es ja irgendwo hinstellen. Ne? Was willst du sonst damit machen? Ist bei der Figur natürlich letztendlich auch so, aber man hat natürlich mehr Berührungspunkte, sage ich mal. Ne? Man kann sie so ein bisschen posen, vielleicht muss man sie noch ein bisschen sauber machen und was auch immer man damit macht, kann sich ich habe zum Beispiel früher in meiner alten Wohnung, habe ich mir so kleine Dioramen gebastelt, ne, mit Naturmaterialien und habe da dann die Figuren immer mal wieder anders drin platziert. Das hat mir wirklich Freude gemacht und die habe ich auch bis heute. Aber die original verpackten Figuren, besonders als mir dann aufgefallen ist, dass der Zahn der Zeit eben an diesen original verpackten Figuren nagt. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte einen original verpackten Clawful, der ist immer duffer geworden, da ist der Glanz irgendwie weggegangen, da hat sich so ein Belag draufgelegt. Dann hatte ich 'n Jitsu, wo das Gold der Stiefel schon so in das Tütchen reinlief, das so um die Füße drumherum ist. Und so war das halt bei verschiedenen Figuren, dass ich gedacht habe oder auch der gute Two-Bad, wo der Handschuh, der silberne und der Stiefel immer mehr sich verfärbt haben. Und da dachte ich so, ja, es war jetzt irgendwie 'n guter Gag, diese Figuren mal wieder original verpackt zu haben, so 'n Kindheitsflash, aber der hatte sich dann auch irgendwie abgenutzt und dann habe ich das alles wieder verkauft. Und ich will nicht sagen, dass ich's unbedingt bereue, aber es ist schon so, dass sich dann komplett eigentlich mein Interesse von den Masters wieder so verabschiedet hat und ich dann angefangen habe, aktuelle Toylines zu kaufen, die es damals gab. Zum Beispiel diese Movie Maniacs oder auch irgendwelche DC oder Marvel-Figuren so aus den 90er Jahren. Und ja, so war das eben damals. Das war dann mein Interesse in den frühen 2000ern und dann fing es eben an, dass ich Filme gesammelt habe und dann ging das so 'n bisschen in verschiedene Richtungen und jetzt bereue ich, dass ich nicht bei dieser Retro-Schiene geblieben bin, weil die mich jetzt wieder absolut catcht und ich an meinen Anfang der 2000er gekauften Superman oder Batman-Figuren nicht mehr so Interesse habe, ne? Weil da gibt's eben auch immer neue Figuren, die dann deutlich besser aussehen und da es fehlt eben auch dieser nostalgische Touch so 'n bisschen. Und aber wer weiß, ne, vielleicht ändert sich das auch mal wieder. Und 'n klassisches Beispiel, was ich toll finde, aber was im Moment bei mir nicht so oben in der Priorität steht, sind die Classics, ne? Ich habe fast 'n Fullset an Masters Classics Figuren, aber du kennst die ja auch, die sind recht groß, und dann ist eben die Frage, wo lässt man die? Und im Moment sind die eben nicht bei mir im Zimmer, weil ich die gar nicht stellen könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich nicht so konsequent wie der Mate zum Beispiel.
ich mache mir wirklich Gedanken, ob ich die Sachen auspacken soll, gerade wenn man merkt, dass die so eine heftige Wertsteigerung erfahren. Und es würde mir schon ein bisschen leid tun, wenn ich die Figuren jetzt alle auspacke, damit ich sie dann mal ins Regal stellen kann, dann aber Mhm. merke, irgendwie ist das gar nicht so mein Ding, nehme die alle wieder raus, um die Vintage-Figuren wieder reinzustellen. Und dann will ich vielleicht die Classics verkaufen und dann habe ich natürlich den Wert extrem gemindert. Und so bleiben sie jetzt erstmal original verpackt und das ist bis heute, die stehen da jetzt auch schon über 10 Jahre, ist bis heute für mich irgendwie unklar, was ich eigentlich damit machen will. Ich freue mich, dass ich sie habe, Mhm. Mhm. aber irgendwie, ja, weißt du, was ich Aber meine? ja, Ist schwierig. ich weiß, was du meinst, aber das mit dem Auspacken dann verlieren sie an Wert, sage ich mal. Also das ist bei mir zum Beispiel anders. Also ich sammle ja sehr viel original verpackt, aber Mhm. nicht aus dem Grund, dass ich denke, dass die dann halt, wenn ich sie noch 20 Jahre behalte, halt noch im Wert weiter steigen und ich sie vielleicht irgendwann verkaufen könnte. Sondern bei mir Mhm. ist es halt wirklich so, ich möchte sie original verpackt haben, weil ich halt dieses Gesamtkonzept halt toll finde. Natürlich nur halt Figuren, die auch auf Blisterkarte sind, weil dann siehst du die Figur einmal, aber du hast auch die Mhm. Karte. Du hast Mhm. meistens ein richtig schönes Artwork auf der Karte. Mhm. Du hast die Backkarte, die vielleicht dir noch ein paar Infos zur Figur gibt, Mhm. mehrere oder weitere Varianten oder weitere Figuren und so weiter halt zeigt. Das Mhm. ist für mich so das Spannende und das Alter. Also mich reizen halt neue Figuren 0,0. Ja, Mhm. selbst neue Figuren, wie gesagt, ich habe jetzt die Masters of Universe, die Origins, fast alles jetzt wirklich verkauft, weggegeben. Habe damit 2019 angefangen, weil ich halt dachte, boah, die Masters wieder toll Mhm. auf der Vintage angehauchten Karte. Die Figuren, die Mhm. alten, die Vintage-Figuren sind ja wirklich so teuer auf Karte, dass du sie ja wirklich gar nicht Ja. leisten kannst mehr. Ja, und deswegen für einen wirklich einen kleinen Geldbeutel halt die Figuren nochmal auf Karte zu bekommen. Ich habe es bei Star Wars, bei der Retro Collection gemacht, habe mir auch die alten Figuren in der Retro Collection, der Neuauflage neu geholt, weil ich es halt auch auf Karte toll fand. Ich habe die mittlerweile alle Mhm. wieder verkauft, auch im Mhm. Zuge, wie wir Oh, hier dieses selbst Zimmer, die, okay. ja, wie wir dieses Zimmer halt hier ein bisschen umgestellt haben, weil diese alten Figuren, mit denen bin ich aufgewachsen. Das ist Nostalgie für mich. Äh, Da habe ich Mhm. Ja, Erinnerungen das dran. Und ist diese neuen, das ist einfach nur ein neues Spielzeug, was mich überhaupt nicht reizt. Ja, es hatte am Anfang, aber je länger ich drüber nachgedacht habe, es gibt mir halt einfach nichts. Ich hatte diese Figuren damals nicht. Ja, ich Mhm. brauche sie auch nicht. Deswegen, wie gesagt, ich habe Star Wars, ich habe Masters, jetzt alles Neue weggegeben, fokussiere mich jetzt Mhm. wieder auf das Alte und das, was ich nicht gehabt habe, weil ich in den 90ern eigentlich keine Figuren gesammelt habe, weil ich da andere Interessen hatte. Ähm, Mhm. Die 90er Toys, wie gesagt, für die ich jetzt aktuell so ein Herz habe, das ist halt für mich was anderes. Die hatte ich zwar damals nie, das heißt auch damals, es kommt keine Nostalgie in Anführungsstrichen auf, Mhm. wenn ich sie halt jetzt mir hole oder so, aber Höchstens auf den Film bezogen vielleicht auf dann, den ne? Film bezogen wieder, richtig, genau. Und Ja. ich finde es Mhm. heutzutage so toll, dass es da, wie gesagt, Figuren gab. Und man darf nicht vergessen, zum Beispiel auch die Last Action Hero oder die Demolition Man-Figuren, über die wir vorhin gesprochen haben, die sind von Mhm. 1993. Mhm. Ja, also die Ist sind auch auch schon schon wieder wieder ganz über schön lange her. 30 Jahre alt. Ja, die sind Ja. gar nicht, wenn man das sich so überlegt, die sind gar nicht so viel später wie die Masters, wie die Vintage Masters rausgekommen, die letzten zum Beispiel. Ja, Mhm. trotzdem, was es für Preisunterschiede zwischen den 80er-Jahre-Figuren und den 90er-Jahre-Figuren gibt, das ist immens. Ja, wie gesagt, die 90er-Jahre Toylines, die kriegst du, keine Ahnung, zwischen 20 und 40, 50 Euro maximal diese Figur. Ja, Mhm. bei Vintage Masters und Star Wars mal ausgenommen und vielleicht sogar die Turtles ausgenommen, also die großen drei Toylines, wobei die Turtles ja auch Mhm. so Ende 80er, Anfang 90er waren. Mhm. Du hast dir selbst für 0815 Toys aus den 80ern bezahlst dir das Dreifache wie das, was du für eine 90er-Jahre-Figur bezahlst aktuell. Ja, das ist echt Ja, extrem. so ist das. Mhm. Und bevor wir weiterreden, ich muss mir gerade mal die Kommentare angucken. Ja, ich gucke auch immer schon mit einem Auge so rüber. Ich kann ja Ich, vielleicht einmal, während du die Kommentare liest, noch mal kurz, Jana antworten. Jana, ich habe leider ja. keinen Extender aktuell für dich. Ah, Da okay, habe ein ich keinen Extender, okay. abzugeben. Okay.
Ja, kennt ihr noch, sagt halt, gefährlich wird, wenn man alles behält. Ja. Also alles, was im Lieferumfang enthalten ist, Umverpackung, Karton, Blister, wenn man auspackt, ist das unnütz, auf Neuware bezogen. Ja, wie gesagt, Neuware sammle ich nicht, aber wenn ich Neuware sammeln würde, wobei man nicht, ich sage jetzt, ich lüge jetzt hier gerade, ich sage jetzt die Unwahrheit, ich sammle Neuware. Indiana Jones. Indiana Jones habe ich die Adventure-Serie komplett jetzt, die Figuren. Und ich muss mir selbst wieder widersprechen, weil diese Figuren sind nicht auf Blisterkarte. Die Figuren sind in einem Pappkarton. Man sieht die Figuren gar nicht. Und trotzdem packe ich sie nicht aus. Also, das sind aber die einzigen... Es sei besser, dass man die Figuren nicht so sieht. Ja, genau, richtig. Und vor allem die Buch- oder die Rücken, also, nee, nicht die Rücken, sondern die Buchseiten, sag ich mal, von dem Karton sind halt so mit so schönen Artworks. Wenn die im Regal stehen, macht das sowas her. Und wenn du die halt nach hinten stellst und stellst dann davor vielleicht irgendwas Loses, was du hast, sieht das sehr, sehr schön aus. Ja. Aber das ist das Einzige, das ist wirklich das einzige Neue, was ich habe. Ansonsten reizt es mich, wie gesagt, überhaupt nicht. Und Indiana Jones auch nur aus dem Grund, weil es halt früher so wenig davon gab und das so teuer ist, dass die neuen Sachen für mich da wirklich Sinn gemacht haben. Erstmal hallo Trödelmama, grüß dich. Ach, auch dabei, hallo. Schön, dass du reinschaust. Grüße. So, und hier auch der Micha schreibt auch hier was Schönes. Wie gesagt, ich bin noch bei den Kommentaren ein bisschen zurück. Der Platz bei uns Sammlern ist immer ein Thema. Hast du 15 Quadratmeter, machst du 15 voll. Hast du 50, machst du 50 voll. Hast du ein ganzes Haus, nur für deine Sammlung, machst du das ganze Haus auch voll. Das ist halt schon irgendwie richtig, das ist wahr. Ja, und dann hatte ich unten drunter gerade noch einen Kommentar und dann wo auch immer der gerade ist. Und zwar ging es darum, ach nee, hier, da. Ist mal ein bisschen oben, Toys und Bills, auch nochmal Grüße hier. Die Sammlung, beschränkt ihr die ausschließlich auf das Sammlerzimmer oder stehen die Sachen in anderen Räumen? Küche, Bad oder Wohnzimmer oder so? Wie sieht es da bei dir aus? Also erstmal muss ich sagen, Toys und Bills, toller Instagram-Account. Gerne mal auschecken. Macht ganz tolle Toy-Fotografie, der Liebe. Und zu der Frage, also ich versuche mich da schon sehr auf das Sammlerzimmer zu beschränken, auch natürlich meiner Frau zuliebe, aber es klappt nicht ganz. Also ganz kleine Teile der Sammlung haben auch ein Stück weit das Wohnzimmer erobert und sogar im Badezimmer kann man erahnen, wer hier wohnt, sage ich mal. Oder was für Interessen derjenige hat, der hier wohnt. Okay, ja, so ist es bei mir noch nicht. Ich habe tatsächlich auch mich lange versucht, auf Sammlerzimmer zu beschränken, aber das hat dann leider nicht mehr funktioniert, auch aus dem Grund, da sind wir wieder bei dem Messi sein, weil ich halt so viel sammle. Es ist natürlich überwiegend, hauptsächlich sind es Figuren, aber ich sammle halt auch noch viel drumherum. Ich sammle halt Schallplatten, sowohl Musik wie auch Hörspiele, alles Alte, ja, nichts Neues. Ich sammle VHS, ich sammle Videokassetten. Ja, ich sammle aber auch Blu-rays und DVDs. DVDs sammle ich nicht mehr. Da habe ich halt das, was ich habe, aber da hole ich mir nichts Neues mehr. Aber Blu-rays hole ich mir halt noch Filme neu. Bücher sammle ich auch. 3 Fragezeichen, TKKG, die alten Sachen und so weiter. Also es ist so viel, dass ich halt irgendwann an den Punkt gekommen bin und ich wollte es wirklich in dem Sammlerzimmer belassen, aber das hat dann nicht mehr geklappt. Und deswegen haben wir dann entschieden, in diesem Zimmer, in dem Sammlerzimmer stehen rein die Toys. Stehen wirklich nur die Figuren und im Flur, in meinem Flur habe ich jetzt mehrere Regale mit Büchern und allem Vintage Elektro-Sachen nenne ich es mal, also alles nicht digitale, also da stehen meine VHS-Kassetten, da stehen die Bücher, wie gesagt, da steht mein Super 8 Abspielgerät und so weiter und im Wohnzimmer beim Fernseher habe ich noch DVDs und Blu-rays stehen. Also da habe ich jetzt halt ausgeweitet und Frank? Hier? Frank, wir müssen einmal winken. Winken? Warum? Was habe ich verpasst? Mimi muss ins Bett, wir müssen winken. Gute Nacht. Nein! Hallo, gute Nacht, schlaf gut, schlaf gut. Wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen. Gute Nacht.
Ja, sehr schön. Aber ich finde, man kann da ja auch wirklich nochmal unterscheiden. Also Sammeln ist ja auch nicht gleich Sammeln. Also ich finde, äh, CDs, Filme, Bücher, das sind ja durchaus Sachen, die man ohne schlechtes Gewissen in Anführungsstrichen auch gut im Wohnzimmer unterbringen kann. Also ein Großteil meiner Filmsammlung steht auch hier im Wohnzimmer. Ein Stück vom Regal sieht man manchmal in meinen Videos. Mhm. Und ein paar von unseren Büchern stehen halt auch natürlich hier. Das ist jetzt auch nichts, was ich so als überhaupt Sammelobjekt zählen würde in Mhm. dem Sinne. Ich finde auch gerade bei so Sachen wie aktuellen Filmen, ich kaufe mir dann den Film, weil er mir im Kino gut gefallen hat, dann will ich ihn zu Mhm. Hause nochmal gucken und danach schmeiße ich ihn natürlich nicht weg. Dann steht er eben im Regal. Ich könnte ihn auch Ja, verkaufen, aber für ja. gebrauchte Filme kriegst du einfach Kriegst gar du nichts. null. Dann Genau. lasse ich ihn lieber im Regal stehen, weil ich gucke mir auch gerne Filme nach ein, 2 Jahren dann nochmal wieder an. Aber das ist Mhm. für mich jetzt nicht das klassische Sammeln, wenn man was Mhm. kauft Mhm. und es dann nicht wieder weggibt, ne, dann hat man es halt. Aber das Sammeln, das würde ich jetzt schon, also als Sammler sehe ich mich jetzt ganz klar bei Figuren und bei Comics eben. Ne? Das sind meine Mhm. großen Sammlerthemen und die sind eben auch in meinem Sammlerraum. Und da hier ein paar Scherze waren mit dem Badezimmer, kann ich nochmal sagen, also ich habe im Badezimmer ein riesiges Spider-Man-Vinyl-Plakat hängen, weil das von den Farben einfach da auch sehr schön reinpasst, hat meine Frau das dann auch genehmigt. Und selbst Leute, die überhaupt nichts mit Comics anfangen können, müssen zugeben, dass das irgendwie cool aussieht. Das ist so ein Cover von so einem alten Comic aus den 70ern. Ach, cool. Ja gut, die waren ja sowieso, also da mag ich die Zeichnung ja generell eigentlich. Ja, das ist so toll. Ja, großartig. Ja. So, was haben wir denn noch hier? Diana hat noch mal eine interessante Frage. Die Frage ist, für wen hebe ich das auf? Wenn man nichts verkaufen will, kann ich auch auspacken, wenn man das lieber mag. Genau, wenn man das lieber mag. Ich mag es nicht verkaufen, aber ich mag es trotzdem nicht Mhm. auspacken. Weil Genau, dafür das, auch nochmal vielleicht kurz, weil Jürgen das auch geschrieben hatte, man sollte Geld aus den Gedanken streichen. Ähm, aber wenn man jetzt so eine Toyline hat, wo man nicht ganz genau weiß, ob man die überhaupt behalten will, finde ich, macht es nicht so viel Sinn, sie auszupacken. Weil es ist nun mal einfach, Geld ist ein Faktor, ne? Das kann ja keiner, ich glaube, kaum einer von uns kann sagen, dass er so viel Geld hat, dass ihn das überhaupt nicht juckt. Und ich habe ja die Erfahrung gemacht, ich meine, mein erstes YouTube-Video hier war ein mega mhm, Moto-Sale, mhm, mhm, wo ich haufenweise Classics-Figuren verkauft habe. Die waren alle original verpackt. Ich habe so viel Geld mit diesem Sale gemacht, ein Vielfaches von dem, was ich für die Figuren damals, ich habe die ja damals neu gekauft, da haben die $30 gekostet. Und ich hätte nicht meine komplette Mask-Sammlung davon finanzieren können, so wie ich es jetzt gemacht habe, wenn ich die damals alle ausgepackt hätte. Und so war ich sehr froh, dass ich sie nicht ausgepackt habe. Und die ich jetzt mhm, noch habe, da ist es ähnlich. Und das sind aber leider auch Figuren, die ich mir nicht so gerne eingepackt hinstellen möchte, weil die diese ganzen Vorteile, die du eben aufgezählt hast von original verpackten Figuren, haben die Classics leider nicht. Ich finde, die haben eine der hässlichsten Umverpackungen, die es überhaupt die so ist gibt. nicht schön, das Äh, stimmt, ja. Da ist ja nichts, ne? Da ist Mhm, mhm, keine tolles Artwork. Es gibt noch nicht mal eine richtige Card also es gibt nichts. Es ist so ein bisschen dieser grüne Stein da drumrum. mhm. Mich spricht das überhaupt nicht an, muss ich sagen. Ja, Obwohl das stimmt Mattel schon, ja da am gibt's. Anfang gerade versucht hat, die Figuren so ein bisschen in Action-Pose sogar im Blister zu platzieren, Mhm, ähm, ist das nichts, was ich mir jetzt da ins Regal stellen würde. Ich bin ganz bei dir, wenn das eine Vintage-Figur auf dem Blister ist, die ein tolles Artwork hat, dann reiße ich die auch nicht auf und dann gefällt sie mir so als Gesamtkunstwerk, wie sie ist, sage ich mhm, mal. genau, genau. Und da sage ich auch, die stelle ich mir so hin und so gefällt sie mir sogar noch besser, als wenn ich sie dann auspacken würde. Ja, ja, genau. Also, ist bei mir ähnlich. Also ich habe auch jetzt wieder von den 90er Jahre Toys, wenn ich mich hier so umgucke, das meiste habe ich halt original verpackt bekommen. Ähm, weil, wie gesagt, für mich persönlich hat es halt einfach sehr, sehr wenig, oder es war sehr preiswert, sagen wir mal so. Ja, egal welche Hm. Toyline ich mir angucke, da hat keine Figur mehr wie 40 € gekostet. Ähm, und teilweise habe ich auch irgendwie ein Konvolut aufgekauft und habe dann die komplette Toyline auf einmal bekommen. Für einen richtigen Schnapperpreis, muss man sagen. Ja, Hm. und ich habe mir auch wirklich eine Toyline gekauft, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Aber da war es halt der Fall. Das sind, glaube ich, 8 Figuren. Das sind 8 Figuren, dann ist die Toyline komplett.
und original verpackt. Und ich habe da so einen super Preis gekriegt, dass ich halt gesagt habe, nee, ich hole sie mir, weil es passt genau in mein Beuteschema, 90er Jahre Toys zu filmen. Und das waren die Figuren von dem Film Wing Commander. Ja, die habe ich, gab es auch in Deutschland. Gab es auch in Deutschland nicht. Ich meine, das Spiel Wing Commander. Ja, das kenne ich. Habe ich ja auf Gott, war das? Das war, glaube ich, bei mir schon auf dem PC. Wing Commander 3. Es hieß, glaube ich, auch Eye of the Tiger oder irgendwie sowas. Mark Hamill mit den Videosequenzen. Das war halt zu der Zeit als Nonplusultra. PC und ich glaube auch dann auf der PlayStation 1 oder umgekehrt habe ich das durchgespielt ohne Ende. Ja, und 1999 kam halt ein Film raus, der ist an mir vorbeigegangen. Ja, das ist auch gut so, weil der ist wirklich nicht gut abgeschnitten und ich habe ihn auch nur einmal gesehen und fand ihn grottig. Vielleicht müssen wir den nochmal gucken, aber wie gesagt, das war so ein Impulskauf. Das war so, oh, ich kriege die ganze Toyline, passt in meine Reihe rein und der Preis ist super, also kaufen. Und jetzt stehen sie halt hier, wo ich auch wieder überlegen bin, brauchst du die wirklich? Da ist es dasselbe, was du gesagt hast. Ich bin aktuell nicht bereit, sie wieder wegzugeben, weil vielleicht ärgere ich mich halt in einem halben Jahr oder sowas oder im Jahr, aber sie nehmen mir halt auch Platz weg. Das ist halt schwer. Ja, also es ist, als Sammler hat man es schon nicht leicht. Und hier ist jetzt ein paar Mal das Wort Roomtour gefallen. Ich denke, hast du schon angekündigt, oder? Ich habe es angekündigt und ich habe auch wirklich gesagt, dass sie jetzt demnächst kommt. Und es ist auch, wenn ihr meinen Kanal ja verfolgt, bisher ist ein Video dieses Jahr rausgekommen und das war das Arnold Schwarzenegger-Video von der großen Figur, von dem Phantomkommando-Film. Das heißt, Dankeschön. Ja, aber das heißt, ich gebe mir wirklich Mühe mit der Roomtour und das wird eines der nächsten Videos halt sein, was kommt. Ja, sehr schön, ich freue mich. Ja, ich bin noch ein bisschen überlegen, wie ich es mache, weil eigentlich seht ihr ja schon den Room hier, eigentlich könnte es auch die Roomtour Live-Chat sein jetzt hier, aber ich gehe natürlich dann Regal für Regal durch und werde das aber wahrscheinlich splitten. Ich werde eine Roomtour wirklich nur von dem Raum hier machen, ja, und erstmal den Rest, der draußen steht, sage ich mal, außer Acht lassen, sondern es geht erstmal nur um die Toys. Du könntest natürlich auch überlegen, ob du es wie Steinedorf machst und immer am Ende vom Livestream ein Regal dann abgehst. Als statt Ladenrunde eine Regalrunde. Ja, genau. Okay. Wäre da auch mal eine Idee. Aber ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, dass dich neue Toys nicht reizen. Da merke ich, das ist bei uns auch so ein bisschen unterschiedlich, weil ich habe einfach eine grundsätzliche Liebe zu Figuren, habe ich so festgestellt. Deswegen war ich auch immer Figurensammler, selbst durch die Teenagerzeit durch, wo eigentlich kaum jemand da noch Interesse hatte, war ich jemand, der immer auch Figuren gekauft hat. Es war dann nicht mehr so im Fokus und es ist bis heute noch so. Also, ich kaufe mir heute nach wie vor gerne mal eine Marvel Legends Figur oder sogar mal eine Star Wars Figur und die packe ich dann auf jeden Fall aus und freue mich an dieser Figur. Ich poste die dann, ich stelle mir die dann so in verschiedene Art und Weisen auf, mal so und gucke, was mir am besten gefällt, mache ein paar Fotos davon, beschäftige mich also auch richtig intensiv damit, denn das ist für mich der große Vorteil an den neuen Figuren, da kann man halt richtig was mitmachen, ne? Du kannst die Hände austauschen, teilweise sogar die Köpfe austauschen und du kannst so viel verschiedene Posen mit der Figur machen, was natürlich mit den alten Figuren mit ihren 5 Artikulationspunkten, da kannst du höchstens überlegen, möchtest du den Kopf ein bisschen nach links oder nach rechts drehen und wie hoch soll der Arm stehen? Viel mehr geht ja nicht. Und das ist wirklich für mich, was mein Sammlerherz nach wie vor erfreut, also auch mit neuen Figuren mich zu beschäftigen. Und deswegen kann ich mich auch von diesen Classics nicht trennen, weil ich weiß, wenn ich die jetzt auspacken würde und damit rumpose, würde meine Liebe noch mal wieder größer werden. Nur ich habe im Moment nicht so den Platz und es ist halt auch so ein bisschen redundant, finde ich, sich 4 verschiedene He-Man-Figuren ins Regal zu stellen aus unterschiedlichen Jahren, weil es gibt ja so viel andere schöne Sachen. Ne? Deswegen sehe ich im Moment nicht, wo ich die hinstellen soll. Denn ich finde auch, ich liebe die Vintage-Figuren, aber wenn du jetzt so ein Vintage-He-Man neben diesen super ausgearbeiteten Classics-He-Man stellst, dann verliert die Vintage-Figur auch irgendwie. Das ist mir also damals ganz, ganz stark aufgefallen, dass die Vintage-Figuren auf einmal ein bisschen
dumm aussehen, teilweise sogar, so sehr einfach, sehr kindgerecht, wenn man sie im Vergleich zu diesen, sage ich mal, erwachsenen Classics stellt, genau wie mit den Star-Wars-Figuren. Ich finde die alten, die alten Retro-Star Wars-Figuren, die Vintage-Figuren haben 'n gewissen Charme, aber Mhm. stellst du sie neben eine moderne Star Wars-Figur, Mhm. wirken die so 'n bisschen wie so Tipkick-Figuren oder so, ne? Wie irgendwie so was Das ganz Einfaches, ja, Billiges ja, leider. ja, stimmt. Und deswegen Bin ich kann ich die bei nicht dir. zusammen hinstellen Ja. und deswegen ist das da ist 'n innerer Konflikt in mir, Frank. Das macht mich Von dem fertig. können wir Abhilfe schaffen. Also, ich sage dir einfach, so wie es bei mir ist, du hast recht, dass natürlich die neuen Figuren du viel mehr Artikulationspunkte hast, dass du die viel schöner in Pose stellen kannst und das Händchen noch mal da 'n bisschen weiter nach links und den Fuß noch 'n bisschen angewinkelter und so was. Das juckt mich also, wie gesagt, da sind wir wirklich verschieden, das juckt mich 0. Ja, also, Mhm. weil die Figuren so, wie sie früher waren, das heißt, du kannst die Beine bewegen, du kannst die Arme bewegen, du kannst den Kopf bewegen, reicht mir vollkommen. Ja, alles andere finde ich halt viel zu ich pose nicht mit den Figuren. Ich finde das halt ich hatte ja mal hier so 'n Mhm. paar Figuren ausgepackt, zu meiner Origins-Zeit. Die stehen auch noch hier, wie hier der He-Man zum Beispiel, ja. Mhm. Ich finde das eher als Last für mich, dass ich bis ich den endlich mal Ui, richtig halt positioniert habe oder so halt, ja. Ich will den einfach belastend nur das Ganze. hinstellen und will den nicht in irgendwelchen Posen machen, ja. Das hat mich echt genervt, sage ich mal, ja. Und, das ist so gar nix wie gesagt, damit kann ich halt gar nix anfangen. Und, noch dazu finde ich halt, das habe ich auch gemerkt, je mehr Gelenke, je mehr was weiß ich was hat, umso anfälliger sind halt diese Figuren auch einfach. Umso mehr kann da Mhm. ausleiern, was weiß ich was, kann abbrechen, keine Ahnung was. Ja, Aber und da das ist natürlich kommt auch man 'ne mir ja gar optische nicht Geschichte, ne? ja, Dass es das kann teilweise einfach nicht so gut aussieht mit den vielen Gelenken manchmal. das auch noch, ja. Und das kann bei mir halt Ja. gar nicht zum Thema werden, weil sie mir halt Mhm. einfach sie reizen mich überhaupt nicht und deswegen Ja. komme ich da gar nicht in den Gedanken dran halt, ja, mir so was Mhm. zu holen. Ähm, ja, und das ist auch was also, das ist bei mir, was die Trödelmama hier schreibt, schön an ausgepackten Vintage-Figuren ist, wenn man sie in die Hand nimmt, ist man sofort wieder in seinem Kinderzimmer. Einfach unbezahlbar. Und das sehe ich halt genauso. Die Masters, ich habe 'n paar Mocs, Vintage-Mocs, ja, über die Jahre jetzt angesammelt, aber bei den Masters ist es wirklich so, die reichen mir eigentlich auch, die ich habe. Ich habe 8 oder 9 Vintage-Mocs von Masters. Das reicht mir Mhm. vollkommen, weil ich habe viel mehr, lose Figuren, ja, weil ich die halt früher auch natürlich bespielt habe, weil ich mit denen halt, draußen war bei uns am Fluss, wollte ich grad sagen, an so 'nem kleinen Bachlauf, ja, mit denen da Mhm. gespielt, im Wasser gespielt und so weiter. In den Ja. Zimmern halt wirklich Schlachten gespielt und so. Und das ist genau das, wenn ich in die Hand nehme, dann sitze ich wieder bei mir im Kinderzimmer auf'm Teppich und, bin halt wieder damit am Spielen. Das finde ich halt so toll und deswegen Ja. auch ich bin nicht nur Moc-Sammler, also OVP-Sammler, sondern halt auch bei gewissen Sachen auch wirklich halt lose, gibt mir dann, Mhm. ja, viel mehr. Ja, gut, Carlito dann Brigante, moin, grüß dich. Und, Sebastian, vielen Dank, dass du mit mir mitfühlst. Das freut mich sehr. Ich bin schon wieder hier komplett außen vor. Ja, 'n Sammlerprofil, kennt ihr noch Sammlerprofil? Ja, warum nicht? Du hast ja 'n sehr schönes Video vom Petendo gemacht, das hat mir sehr gut gefallen. Ja, das war Können wir gerne cool. machen, aber da ist die Entfernung, die ist die Strecke 'n bisschen weiter. Ja, also beim Petendo hast du's einfacher gehabt dann. Darauf erst mal jetzt einen Seatoys-Trink. Den muss ich grad mal aufmachen hier. So. Ja, also Jana fragt grad noch mal, wie groß unsere Wohnungen sind. Also meine ist schon ordentlich. Ja, also, die ist schon ordentlich, da ist eigentlich genug Platz drin und, trotzdem, wie der Micha halt sagt, wenn du halt mehr Platz hast, dann wird der halt auch voll. Ja, also es ist halt einfach so, das sammelt sich halt einfach dann an. Ja, das ist wobei in meinem Wohnzimmer, wie gesagt, nur meine Filme stehen, Küche steht nix, Bad steht nix. Es steht eigentlich nur im Flur noch was. Ja, und dabei möchte ich's auch eigentlich belassen. Also, ich bin am Überlegen, ob ich das ist jetzt so komisch hier, wenn man das so ich gehe genau in die falsche Richtung. Dass ich hier in diesem Zimmer halt in der Mitte noch so hier in der Mitte noch so 'ne Art entweder 'ne Glasvitrine oder so 'ne flache, nicht so 'ne hohe, sondern so 'ne Mhm. Glasvitrine oder so was in die Mitte stelle, wo man so drum rumlaufen kann
bin ich am Überlegen, irgendwie sowas, dass man da auch noch was Ja. reinpackt, dann hat man wieder ein bisschen Platz. Das ist eine ganz schöne Sache. Der Chris Taymant, der hat sowas. Der hat genau wie du es beschreibst, in der Mitte von seinem Sammlerzimmer hat er, ich glaube, das ist aus diesen Kallax-Regalblöcken aufgebaut von Ach, die Ikea, habe ich auch. diese quadratischen. Und dann ist das, würde ich mal sagen, so 1,50 ungefähr hoch. Und dann ist obendrauf so nochmal so eine Arbeitsfläche. Und ich weiß gar nicht, ob er da noch irgendwie so Glas drüber hat. Auf jeden Fall ist das, und da hat er dann halt so eine Schlachtenszene aufgebaut mit den Origins-Figuren. Und das ist also sehr, sehr cool, muss ich sagen. Das gibt nochmal so was Extravagantes, was man sonst so nicht in so vielen Sammlerzimmern sieht, sag ich mal. Das glaube ich. Die Kallax habe ich auch hier neben, da wo der übrigens hier sieht man so ein bisschen rausgucken, das Orangen, das Wichtelgeschenk vom Mando, kennt ihr noch? Der Q-Bird guckt da so ein bisschen raus. Da sind so, da ist so ein Kallax. Er hält seinen Rüssel aus dem Regal. Genau, sein Rüssel guckt aus dem Regal, ja. Das steht auch ein Kallax, ja, also ein Viererblock ist das. Ja, genau. Ja. Und da du ja dein Sofaverband hast, wäre das ja eine Option. Genau, das Sofa hat halt hier hinten quer gestanden. Ja. So, dass hier aber findest du es nicht ein bisschen schade, dass du dich da jetzt nicht mehr hinsetzen kannst? Ja, doch, irgendwie schon. Aber mich hat es halt wirklich gestört, weil du hast halt hinten ach Gott, ist das hier komisch. Hier unten die Regale, die siehst du halt dann gar nicht mehr. Ja, das ist halt einfach toter Platz, weil dieses Sofa so wirklich so breit war. Klar, man könnte sich jetzt mit dem Stuhl hinsetzen. Ich könnte einfach hier mit meinem Bürostuhl, auf dem ich hier sitze, jetzt einfach da hinsetzen. Ja, dann sitze ich halt auch. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja einige kritische Kommentare bekommen zu meinen ersten Stehvideos. Ja, ich würde viel energischer sprechen. Ich wäre nicht mehr so ruhig. Ich wäre nicht mehr so gelassen und so weiter. Ja, so der ein oder andere hat es gesagt. Und man wird nicht mehr so viel auch vom Hintergrund sehen und so, ja. Von daher, ja, es macht mir natürlich auch Spaß, wenn es euch Spaß macht, das Ganze zu gucken. Aber die Couch musste auf jeden Fall raus. Die Couch musste raus. Siehst du, guck mal, Jana sagt das auch. Sitzen ist doch gemütlicher, stehen macht raschelig. Was ist denn raschelig? Ich kenne das Wort raschelig nicht, aber ich muss Jana zustimmen. Du bist einfach zu raschelig geworden, Frank. Ich bin raschelig. Okay. Ja, okay, ich lasse das mal so stehen. Ja, und der Micha schreibt hier gerade noch, die meisten Vintage-Figurensammler hatten ihre Toys ja als Kinder und haben deswegen einen ganz anderen Bezug wie zu den neuen Toys. Ganz genau. Ja, so ist das halt auch bei mir. Ja, es gibt halt viele Neueinsteiger, speziell seit Corona, die halt auch einfach wie wild Vintage-Toys gekauft haben, obwohl die Leute gefühlt erst 20 Jahre alt waren, sage ich mal. Die halt zu den Zeiten, wie die Vintage-Toys wirklich, wie wir sie mitgespielt haben, noch gar nicht auf der Welt waren. Das ist ja auch teilweise ein Grund, wieso halt die Preise so immens in die Höhe geschossen sind, weil halt auf einmal so viele neue Sammler dazu kamen. Aber die bin ich mir ziemlich sicher, ein Großteil von denen wird mit Sicherheit die Sachen irgendwann wieder abstoßen werden. Ja, weil die irgendwann gar merken, dass sie gar keinen Bezug dazu haben. Ja, das ist ein kurzer Hype. Der geht dann auch schnell wieder vorbei. Das finde ich auch ganz interessant. Das habe ich auch an mir festgestellt, dass trotz dieser anhaltenden Liebe zu Actionfiguren ich mit jetzt so neuen Sachen, also wenn das Figuren sind, die ich überhaupt gar nicht kenne, aus einer Serie, von der ich noch nie gehört habe, dann können die noch so toll und so detailreich sein, dann käme ich nicht auf die Idee, mir die hinzustellen. Neue Also es Sachen. muss, ja, also neue Sachen finde ich toll, wenn es Figuren von damals darstellt. Weißt du, was ich meine? Also ich liebe diese Spider-Man Retro-Lines zum Beispiel oder diese Hasbro Legend-Figuren von Marvel. Das sind ja alles Figuren, die kenne ich ja. Nur nicht in dieser Form, sondern halt aus den Comics oder eben auch als einfachere Spielzeugfiguren aus den 90ern. Und dann freue ich mich über die. Es ist jetzt zum Beispiel, kommt jetzt ein ganz toller Red Tornado raus. Ich weiß nicht, ob du Red Tornado von der Justice League kennst. Das ist so ein roter Roboter, der so ein Tornado erzeugen kann. Der ist so ein bisschen wie Cyclone, nur dass der sich nicht obenrum, sondern eher untenrum dreht und dann schwebt er so auf so einem
auf so einer Windhose. Okay, okay. Und diese Figur habe ich immer geliebt, schon als Kind. Und ich habe auch eine Actionfigur, die irgendwann mal halt in den frühen 2000ern rausgekommen ist. Und jetzt kommt eine neue und ich bin total begeistert und hätte diese Figur sehr gerne. Ist natürlich mal wieder so ein Walmart Target Exclusive. Muss Natürlich. ich nochmal mit World of Nerd sprechen, ob sie da irgendwie rankommen. Aber Ja, das ist so ein klassisches Beispiel. Ne? Das ist jetzt eine ganz neue Figur, aber der Hype ist da, ja, und ich hätte diese mhm, Figur gerne. Aber mhm. wäre das jetzt eine Figur, die ich überhaupt gar nicht kennen würde, wie zum Beispiel, sagt dir dieses Warhammer 4000 was, dieses Ja, ja, Tabletop-Rollenspiel? sagt mir Da gibt was, es habe auch ich aber. ganz. Basti, Grüße an dich. Schön, dass du Hey, da Mann, bist. Basti, ja. Da Ja, gibt es also auch ganz tolle Warhammer, Figuren, würde ich mir aber nie kaufen, weil ich gar ja, keinen Bezug dazu habe. Ne? Oder ich auch auch nicht. Null. diese, die ja sowas alles so rausgekommen ist, hier irgendwelche Walking Dead-Figuren und so. Ich habe die Serie gerne geguckt, würde mir aber jetzt auch nicht unbedingt da Actionfiguren zu kaufen. Ne? Ich Das auch sind dann nicht. so. Reizt mich null. Reizt mich Oder, null. oder gutes Beispiel ist auch Power Rangers. Und da gibt es auch ganz nette Actionfiguren, aber die Serie hat mich damals überhaupt nicht interessiert, fand ich mega albern. Und egal wie gut jetzt heute da vielleicht eine Figur wäre, würde ich sie mir wahrscheinlich eher nicht kaufen. Mhm. Jedenfalls nicht, ich möchte einschränken, jedenfalls nicht eine ganze Line davon. Ich habe nämlich zwei Power Rangers mir gerade eingefallen. Aha, ja, guck mal hier. So wird Aber hier darüber hinaus aufgepasst. geht's nicht. So wird hier auch nämlich Was? gar nicht. Das Oh, oh, muss doch extra Sebastian. Prozente wieder beim nächsten Einkauf geben, wenn hier nicht zugehört wird. Also kannst du gerne nochmal wiederholen. Ja, mein lieber Sebastian, für dich nochmal. Es kommt demnächst von McFarlane Toys, kommen 3 neue Figuren raus und eine davon ist der Red Tornado von DC Comics. Wunderschöne Figur, die aber anscheinend irgendwie so ein Target oder Walmart Exclusive ist. Vielleicht kannst du ja mal deine Quellen anzapfen, ob da irgendwas geht. Hätte ich sehr gerne. Ich sag's, wie es ist. Ja, und mir fällt gerade auch ein, dass ich halt tatsächlich doch eine neue Figur, wobei ich habe neue Figuren vorbestellt, das habe ich schon fast wieder vergessen. Die ich Ja, die jetzt, Conan-Figuren, die oder? ich jetzt, genau, die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr vorbestellen würde. Wobei, sie haben Ja. natürlich auch wieder mit meinem auch nicht nur 90er Jahre Toys-Sammelthema, sondern auch, was die letzte Zeit auch gewachsen ist, Sammelthema Figuren Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger zu tun. Mhm. Auch wenn sie halt neu sind, aber ich hatte mir letztes Jahr bei Super 7 die komplette Wave, die neue Wave, die zum Vorbestellen war, von den Conan-Figuren von der Endschlacht geholt. Ich glaube, es sind 5 Figuren oder 4 Figuren und dann gab es dann noch, wenn du bei Super 7 Mit dem bestellt Waffenset. hast, noch das exklusive Waffenset dabei und da bin ich schwach geworden. Die müssten auch irgendwann erste Halbjahr dieses Jahr halt rauskommen. Und was wir uns, glaube ich, beide vorbestellt haben, ist der Rahmen-Toy Bravestar oder beziehungsweise der Marshall. An den habe ich Ja. auch gerade gedacht, ja. Ja. Wo hier jetzt seltsamerweise noch einer rausgekommen ist, ne? Der Habe ich auch Cartoon gesehen. Marshall. Völlig aus dem Nichts. Habe ich auch gesehen. Also, aber das, glaube ich, der war aber erstmal nur, glaube ich, für die US-Bürger zu bestellen mit irgendwie $40 oder sowas. Ja. Keine Ahnung, ob der auch nochmal hier kommt, aber auch da, wie bei Masters auch, Filmation. Der Bravestar Cartoon, ich finde ihn besser wie den Filmation Motu Cartoon. Animiert Aber auf jeden Fall, ja. genau, aber trotzdem finde ich den Rahmen Toy Bravestar vom Design her, von dem, was ich gesehen habe, wesentlich besser wie den ich jetzt hier kürzlich neu gesehen habe von diesem anderen komischen Third-Party-Hersteller. Steffen, Ja. sehr gerne, freut mich, dass die Aufkleber gut bei dir ankommen. Hast du neue Aufkleber? Nein. Ich habe noch meine alten, in Anführungsstrichen. Hier auch nochmal ganz gut von kennt ihr noch zum Thema Messi. Genau, wir kommen eigentlich immer wieder vom Thema Messi ab. Teils sind bei vielen Regalen vollgestopft, ja, dass es nur noch eine breiige Farbmasse ergibt, liegt natürlich im Auge des Betrachters, aber für mich nicht schön. Ich habe festgestellt, oder nachdem wir uns halt hier auch mal ein bisschen Gedanken gemacht haben, dass es doch sehr schön aussehen kann, wenn sehr viele Figuren im Regal stehen und diese halt durch diese Acryltreppen und so weiter ein bisschen gefächert sind. Das macht halt so viel her, finde ich, ja. Natürlich geht es nur bei losen Figuren, bei OVP-Figuren sieht das Ganze nicht so ganz toll aus. Aber das ist wirklich sehr, sehr
schön, finde ich. Ja, wenn man das so schön anordnen kann. Aber da muss ich dem guten Mario absolut recht geben. Ich finde, das ist so ein Sammelverhalten, sieht man häufig bei den Freunden aus der USA. Ist vielleicht auch Zufall, aber da fällt mir das auf, wenn die mal so ihre Sammlung zeigen in irgendwelchen Instagram oder Facebook-Videos oder Fotos, dass die sehr oft auf einer Regalebene das Regal bis hinten zustellen und man sieht halt nur noch so eben so 'n Kopf oder eine Schulter irgendwie rausgucken Okay. und der Kram staubt natürlich auch mega ein mit der Ja, Zeit. ja. Und wenn das ganze Regal vollgestellt ist mit Figuren, ich glaube, dann sinkt auch etwas die Lust, das abzustauben. Das ist natürlich, wenn man Nicht nur nur so 5, das, 6 du Figuren weißt im Regal hat, 'n bisschen schöner ja, dann, ne? du weißt ja Bisschen dann auch besser zu wieder nicht handeln. mehr, welche Figur wahrscheinlich da hinten irgendwo rumstehen oder so. Du weißt nicht mehr Ja. wahrscheinlich verlierst du auch den Überblick dann wieder. Was hast du überhaupt, ja? Und, Das muss ich sagen, das ist auch 'n Thema, was mich immer mehr beschäftigt, wo ich auch denke so: ja, das ist auch kein gutes Zeichen, wenn man dann einfach nicht mehr weiß, hat man das schon oder hat man das nicht. Aber ich ja. glaube, das ist auch schwer zu vermeiden, wenn man erst mal in Sammlungsgrößen vordringt, so wie bei uns. Jana hatte vorhin gefragt, ob meine Sammlung größer ist als deine. Will ich jetzt gar nicht so sagen, vielleicht etwa gleich, vielleicht habe ich auch 'n bisschen mehr. Kann ich ja gar nicht so überblicken, weil ich's nicht auf einem Haufen sehe. Mhm. Aber es ist mir halt auch schon hin und wieder passiert, dass ich festgestellt habe: „Oh, ich habe das einfach schon. Ich Mhm. dann irgendwie nicht mehr gewusst." Aber waren das dann Vintage-Sachen oder waren das neue Sachen? Wahrscheinlich Vintage-Sachen. Ja, Ja. also mir ist es ähm, zum Beispiel mit dem Airwolf-Hubschrauber ist mir das passiert. Kennst du den kleinen Ertl Von Airwolf-Hubschrauber? Ertl? Mhm, mhm. Mhm. Den hatte ich als Kind, habe da sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne mit gespielt, habe dummerweise die kleinen Räder unten abgeschnitten, weil ich das irgendwie uncool fand, dass die Räder ausgeklappt waren beim Ei, Fliegen. ei, ei. Okay. Und dann ist er irgendwann mal auf dem Flohmarkt halt weggegangen, ne? Und dann, Mhm. wollte ich den immer mal wieder haben, habe immer mal danach geschaut, ist aber sehr teuer. Und dieser Airwolf-Hubschrauber, es Mhm. gibt so wenig von Airwolf, dass Ja, alles Merch von Airwolf ja. unglaublich teuer ist. Und, ja, war mir dann immer zu teuer und dann hat sich, 'n Deal mit meinem lieben Ehrenschwager Jörg ergeben und er hat mir den zugeschickt und du glaubst es nicht, aber wenige Tage später habe ich in einem von meinen Lagerräumen festgestellt, da war das Ding. Ich muss das irgendwann vor 20 Jahren oder so schon, das war in der Kiste, die habe ich ewig nicht mehr angerührt. Da war so altes Lego eigentlich drin, Lego aus meiner Kinderzeit. Mhm, Und aus mhm. irgendeinem Grund war da ein Airwolf mit Originalverpackung drin. Das war auf keinen Oh Fall meiner Mann, aus Kinderzeiten, oh weil die Mann. Räder noch dran waren. Und ich weiß ja, dass ich sie damals abgeschnitten hatte. Also, Mhm, das hat mich total irritiert. Ich habe keine Ahnung, wieso ich den also, ich wieso ich den mal in diese Kiste gepackt habe. Also, was mich vor 20 Jahren dazu bewegt hat, den in diese Kiste mit dem alten Lego zu tun. Na, dann hatte ich plötzlich 2. Aber nicht schlimm, ich konnte den einen gewinnbringend wieder das verkaufen. denke ich mir, das denke ich mir. Also das ist da habe Insofern, ich auch so 'n bisschen Angst vor, dass du halt irgendwann den Überblick verlierst. Also, ich glaube, ich habe noch 'n recht guten Überblick von dem, was ich wirklich da habe. Ähm, Ich finde es auch eigentlich überschaubar. Wo ich sagen muss, wo ich nicht weiß, was mir noch eventuell fehlt, ist wirklich bei den, also nicht hundertprozentig weiß, ist zum Beispiel bei den Vintage Masters, bei den losen Figuren. okay. Da weiß ich teilweise, da ich ja alle meine Figuren von damals leider verkauft hatte, wie ich noch jung und leichtsinnig war und mir so nach und nach dann immer hier so Figuren nachgeholt habe und auch mal Figuren, die nicht Mhm. mehr ganz so hübsch ausgesehen haben, halt, Hauptsache ich hatte sie Ja. erstmal und die Mhm. dann wieder halt ausgetauscht und abgedatet habe und so weiter. Also ich wüsste bei ein paar, wüsste ich wirklich nicht, habe ich den jetzt oder habe ich den nicht. Aber ansonsten glaube ich, ist es, glaube ich, sehr, könnte ich dir wirklich sagen, wenn du mir eine Figur zeigst, von Ja. irgendeiner Figurenreihe, von irgendeiner Figurenserie, original verpackt Mhm. oder lose, habe ich den oder habe ich den nicht. Ich glaube, das könnte ich zu 99,9% noch beantworten. Die Also, Trödelmama sagt's, mhm. genau, da tue ich mir auch schwer. Ja. Kassetten, Hörspielkassetten tue ich mir auch schwer. Ich Mhm. habe auf meinem Handy eine Excel-Liste, äh, wo ich halt immer auf dem Ja, Flohmarkt dann auch irgendjemand gucken kann, fehlt mir die, hat da schon fehlt mir was die nicht. geschrieben mit Excel. Ach, kennt ihr noch, hat auch geschrieben. Excel-Tabellen mit zig Fotos und Beschreibung sowie Seriennummer. Ja, Weiß ich nicht, genau, so. worauf bezog sich das jetzt?
Die Tanja hatte auch gefragt, beziehungsweise hatte auch gesagt, sie wollte gerade fragen, wie wir den Überblick über unsere Sammlung behalten. Darauf kam halt von wegen mit 30 Excel-Listen und so weiter. Ich habe tatsächlich Excel-Listen auf dem Handy für meine Bücher und für meine Hörspiele. Weil bei den Büchern ist es auch so, wie gesagt, ich sammle die TKKG-Bücher, ich sammle die 3-Fragezeichen-Bücher, TKKG eigentlich nur so die ersten 50, danach brauche ich sie nicht mehr. Und da weiß ich halt wirklich nicht, was fehlt mir noch, ja, das habe ich nicht im Kopf. Ja, so was meinst du, woran liegt das? Da ich mir keine Zahlen merken kann. Ich kann mir nur Bilder merken. Nein, Quatsch. Sind ja keine Bilder auf den Covern drauf? Ich hatte, doch, aber ich hatte damals, lass mich lügen, drei TKKG-Bücher, glaube ich. Ja, und die habe ich auch noch tatsächlich. Ich finde diese Bücher aber toll. Ich finde die Bücher toll vom Einband her, von dieser Pelikan-Einband, dieser blaue Hardcover und so weiter. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, halt auch von den ersten Folgen, die ich auch kannte, mir die Bücher noch zu holen, weil ich es einfach schön finde, wenn die so nebeneinander stehen. Ich muss sagen, ich habe jetzt... Haben die gleichen Cover wie die Kassetten oder sind das andere Cover? Ja, die gleichen Cover wie die Kassetten. Ich muss sagen, ich habe jetzt 25, genau, 25 Bücher oder so habe ich jetzt. Also mir fehlen nicht mehr allzu viele, um halt die ersten 30, 35 voll zu kriegen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie nicht gelesen. Ja, ich habe sie nicht gelesen. Das ist genauso, die wandern bei mir ins Regal, wo ich mir immer denke, ja, Winter, kalte Jahreszeit, da setzt man sich mal auf die Couch in den Sessel, trinkt man mal einen schönen Tee, dann liest man mal ein Buch. Ist diesen Winter auch wieder viel zu kurz gekommen bisher. Auch bei den Hörspielen denke ich mir halt, ja, das kannst du irgendwann mal alles hören, wenn du mal Zeit und Lust hast und so weiter. Auch da habe ich viele Schallplatten, Hörspiel-Schallplatten, die ich zwar wie auf dem Flohmarkt zusammengesammelt habe und so, die ich aber nicht gehört habe. Da habe ich teilweise ja auch die Platten wieder hergegeben. Ich habe, wie gesagt, alles an Hörspielen gesammelt, was ich gekriegt habe von Europa, von anderen Hörspiellabels und so weiter. Das waren halt sehr viele Märchen. Da ist auch schwer, den Überblick zu behalten, dann, wenn das so Sachen sind. Also ich wollte darauf hinaus, ich glaube, es ist auch teilweise so, dass man gerade sich die Sachen nicht so gut merken kann, wo dann doch nicht so der 100%ige Bezug vielleicht da ist. Also ich kann dir zu 100% sagen, welche Figur ich habe und welche nicht, weil Figuren sind für mich so der Hauptaugenmerk. Es ist eher so Merchandise-Geschichten. Ne? Ich habe mir auch zum Beispiel eine Street Talk-Videokassette, habe ich gemerkt, habe ich mir nochmal gekauft jetzt. Habe ich irgendwann vor ein paar Jahren schon mal, wusste ich nicht mehr genau. Steht im Regal sogar. Kaufkassetten oder war es Verleih? Eine einzige gab es. Aber Kauf oder Verleih? War die in der Videothek oder war die zum Kaufen wirklich? In der großen Videothekenhülle, also wahrscheinlich eher zum Verleih. Sehr schön, kenne ich überhaupt nicht. Ja. Sehr schön. Okay. Steht hier irgendwo rum. Ich hatte nämlich dann ein Foto gemacht und habe sie Chris Taymond angeboten, aber der wollte sie nicht, war ihm zu teuer. Aha. Ist halt auch sehr, sehr selten. Ne? Von Street Talk gibt es halt auch so wenig. Aber das ist auch sowas, eine Videokassetten. Ja, warum kaufe ich mir die? Ich gucke sie ja nicht mehr. Ich habe das als auf DVD oder Blu-ray. Das ist ja genau wie vielleicht oder ähnlich wie bei dir mit den Büchern. Mir gefällt das einfach. Ne? Mir gefällt das große Cover. Mir gefallen diese Hüllen, dieses Aufklappen, dieses Plastik, diese ganze Haptik und so. Das ist irgendwie schön, aber ich gucke mir den Film nicht an und ich glaube, mit solchen Merchandise-Sachen beschäftigt man sich vielleicht auch einfach ein bisschen emotional, ein bisschen weniger. Ja. Und da ist es dann vielleicht schneller mal so, dass man nicht mehr weiß, welche Nummer man hat oder was ich auch zu 100 oder was man schon hat, was ich auch zu 100% nachvollziehen kann, was du gesagt hast, ich kann mir schlecht Nummern merken. Das ist bei mir ganz schlimm mit Jan Tenner. Ich habe eine komplette Jan Tenner-Sammlung auf Kassette. Ich möchte aber auch nochmal die CDs komplett haben. Haben wir schon mal drüber gesprochen, CDs in unserer Hörspielfolge, ne, die sind sehr, sehr gut gemacht, sind teilweise ein bisschen teuer, ja. Aber da habe ich mir dann die Nummern aufgeschrieben, die mir noch fehlen. Vom Cover kann ich es natürlich nicht sagen, weil ich habe ja alle schon einmal. In meinem Kopf sind die alle gespeichert, sind schon vorhanden. Und ich kann mir nicht merken, welche von denen ich auf CD nicht habe. Das heißt, ich habe mir eine Liste mit den Nummern gemacht und diese Nummern kann ich mir auch ums Verrecken nicht merken. Manchmal komme ich mir vor, als wenn ich irgendwie Alzheimer habe, weil ich muss mir immer wieder diese Liste aufrufen, wenn ich alle paar Monate mal nach Jan Tenner CDs gucke.
jedes Mal wieder muss ich mir die Liste aufmachen und genau vergleichen und kann mir nicht merken, ist es jetzt Nummer 24 oder doch Nummer 27, die mir noch fehlt. Ja, ja, das kann natürlich sein, ja. Also, wie gesagt, ich muss es auch, ja, ich glaube, ich bin da wirklich bei dir. Also ich kann mal so in mich gehen, aber dass so Sachen, die Bücher zum Beispiel, nochmal auf die Bücher zurückzukommen, die hole ich mir halt meistens auf dem Flohmarkt oder sowas halt. Ja, da gucke ich auch nicht großartig irgendwie auf eBay oder so. Ja, die nehme ich mit, wenn ich sie irgendwo finde. Da ist halt nicht so dieses. Ja, und dann hole ich sie mir und dann werden sie ins Regal gestellt, damit die Sammlung halt kompletter wird. Also ich glaube, da ist halt wirklich nicht so. Ich habe sie gerne, aber da ist halt nicht so dieser Drive dahinter, wie du schon sagst, wie es halt bei einer Figur ist oder so. Ja, ganz kurz hier nochmal, Diana sagt, 3 Fragezeichen, da gibt es Sammelbände, normale mit Hardcover und Taschenbücher. Nee, ich sammle nur diese Hardcover, die alten Bücher mit dem Hitchcock-Logo noch drauf, mit diesem Einband. Ja, also keine Taschenbücher, sondern nur wirklich die alten Bücher und da, wenn möglich, auch die Erstauflagen, die gab es ja in den verschiedenen Auflagen, da wurden die ja teilweise vom Text her nochmal überarbeitet, immer halt der Zeitgeist angepasst und so weiter. Also wirklich nur die alten mit dem Alfred Hitchcock drauf. So. Alfred Hitchcock ist mir auch super wichtig. Wenn der nicht drauf ist, geht es gar nicht. Genau. Ich habe gerade mal ganz schnell die Videokassette geholt. Die stand ja hier gleich. Ich kam noch nicht ganz ran. Das ist die Street Hawk Videokassette. Ich finde sie halt auch so cool. Okay. Genau, weil sie halt auch so ein cooles Cover hat, was so ein bisschen ungewöhnlicher ist, wo er da so ein Wheelie macht. Und genau, die waren ja alle von damals von CIC. Die haben ja auch Airwolf gemacht, die haben Knight Rider gemacht. Von Airwolf gibt es sogar eine ganze Menge, am meisten sogar. Knight Rider auch. Knight Rider gibt es, glaube ich, 4. Ja, 4 oder 5, aber von Airwolf gibt es, glaube ich, 10 oder so. Wirklich, okay. Ja, und von Street Hawk gibt es genau eine, und zwar diese hier. Die Frage ist, das sieht mir wirklich nach der Videothekenhülle aus und diese Hüllen sind hier über die Jahre so gebrechlich geworden. Ja, ist die noch ganz oder ist die auch schon irgendwo gebrochen? Die ist richtig, richtig top noch, guck mal. Krass, okay, weil die trocknen ja aus, der Kunststoff, die werden ja so porös. Die hat nur hier, das ist furchtbar mit diesem Spiegelverkehrten, die hat nur hier, hat sie eine kleine Stauchung. Ja, aber kaputt ist sie nicht. Also wer diese geile Street Hawk Videokassette haben möchte, Freunde, 35 €. Echt? Ist sie so inklusive teuer? Krass. Ja, die sind, eben, das ist eben das Ding, wer will da so viel dafür bezahlen? Aber die sind so teuer. Du kriegst die halt fast nicht. Einfach nur ins Regal zu stellen, sind 2 im Moment, glaube ich, drin, die kosten jeweils 40 € und es ist halt auch genau das, was ich dafür bezahlt habe. Ne? Also ich will jetzt hier irgendwie nicht keinen Wucherpreis aufschlagen, sondern ich habe hier genau das dafür bezahlt und würde die halt jetzt abgeben. Was ist da drauf? Ist da quasi der Pilotfilm, also die erste Folge drauf oder ist das einfach nur... Das ist die Kassette, Street Hawk. Ich guck mal eben. Ich denke mal, es ist wohl der Pilotfilm. Spieldauer 75 Minuten. Ein super Actionfilm, in dem eine futuristische Supermaschine die Hauptrolle spielt, mit brillanter Story. Brillante Story, genau. Ja, es ist wahrscheinlich der Pilotfilm. Ja, also habe ich mir letztens tatsächlich das ist halt immer das, weißt du holst dir so eine Kassette, holst du dir nur aus Nostalgie, ja, absolut. Und wahrscheinlich guckst du diese noch nicht mal mit coolen an. Bildern drauf hier. Ja, weil ich habe mir letztens, das ist auch gar nicht so lange her, irgendwann im Sommer hatte ich mir die Serie komplett auf DVD geholt, weil auf Blu-ray gibt es sie nicht, zumindest nicht in Deutschland. Ja, und die hat mich halt 20 € gekostet, die komplette Serie, oder 18 oder sowas. Und da sind dann 16 Folgen, oder sind nicht so viele Folgen, gibt nicht so viele Folgen davon. Ja, und dann hast du es halt komplett. Das hier, wie gesagt, die Kassette wäre halt wirklich nur Nostalgie. Ja, absolut. Ich habe tatsächlich, Videorekorder habe ich noch. Ich habe auch einen extra kleinen Fernseher für den Videorekorder, sodass ich halt ab und zu mal eine Videokassette laufen lassen kann. Also das ist schon cool. Ja, das mache ich auch hin und wieder. Ich bin auch ganz begeistert, wenn die immer noch funktionieren. Ich spiele auch also bisher hatte ich auch noch keine, die nicht funktioniert hat. Ich spiele halt auch immer gerne mal wieder MCs ab, aber ich habe immer so ein bisschen Angst, dass die nicht durchlaufen. Ich weiß nicht, ob das an meinem Tape-Deck liegt. Ich habe das Gefühl, das Tape-Deck, der Motor ist ein bisschen zu empfindlich und sobald
das Band nicht mehr ganz hundertprozentig locker läuft, stoppt es einfach. Kennst du das auch, das Phänomen? Also Die eigentlich ist Kassette alles in stoppt. Ordnung, Also aber das sie Ding geht geht einfach aus dann aus. einfach, oder was? Ja, geht einfach aus, genau. Das kenne ich nicht. Das ist halt einfach nur, Ne? also ich habe das mal gehabt bei einem Walkman tatsächlich, aber da war halt einfach Mhm. der Motor hinüber. Also der ging zwar, du hast zwar den Knopf zum Start gedrückt und dann hat er versucht, Mhm. kurz zu rödeln halt, irgendwie zu starten und dann ist er wieder ausgegangen. Also das war das, aber dass der Kassette Mhm. irgendwann läuft und dann irgendwann ausgeht. Micha, der Hund muss Also raus, das ist wichtig, genau. Also schönen Gruß auch an den Hund. Ja, und schön, dass du dabei warst. Vielleicht sind wir nachher noch da, genau. Ansonsten auch dir einen schönen Abend. Ich habe jetzt ja, hier guck noch. mal, Jürgen schreibt es auch gerade, der Soundtrack war mega. Ja, Street Talk, Ja, bester Soundtrack. Habe ich ja immer Soundtrack in meinen Videos ist als super. Intro-Musik. Der ist wirklich super. Ja, So, Diana macht mir gerade einen Daumen hoch, sehe ich hier. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber das freut mich ist natürlich. aber nett. Ja, ist sehr nett. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die ich gerade noch, aber nicht zwei Fragen, sondern das eine machen wir zuerst. Der Alex schreibt nämlich, Mhm. er nimmt Videos mal für kleines Geld vom Flohmarkt mit, ist immer kurz Mhm. begeistert, aber dann stellt er es ins Regal zu den anderen VHS und fertig. Unnötig, aber kann auch nicht dran vorbeigehen. Ja, Das das ist fasst genau es gut zusammen. dasselbe. Das ist dasselbe wie bei mir, Ja. auch mit VHS, mit Mhm. Büchern. Ja, die werden sich gekauft auf dem Flohmarkt, weil sie halt für einen 50 Cent oder keine Ahnung was kriegst. Mhm. Ja, ich nehme auch nicht alles mit, ich gucke wirklich, dass der Zustand gut ist. Ja, und wenn Ja. der Zustand gut ist, dann kosten die trotzdem nicht viel, dann nehme ich mir sie mit. Dann werden sie halt zu Hause angeguckt, sauber gemacht und dann kommen sie ins Regal. Ja, und dann ist es einfach nur dieses Haben-Gefühl. Aber wie gesagt, die Ja. verschwinden dann im Regal bei den anderen Sachen, die schon Mhm. davon da rumstehen, ja, und dann ist es einfach nur eine Mhm. Sache von vielen. Das ist halt Ja. das. Also ich mache das mit den Videokassetten so, dass ich die auch nur kaufe, wenn das Cover ein anderes ist als das, was es auf DVD oder Blu-ray gibt. Aber wenn das 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 ist ja sehr identische oft. Cover ist, Das ist ja dann sehr oft. ja, aber auch nicht immer. Also ich meine, diese ganzen Filme aus den Neunzigern, da ist ja doch das Cover der Videokassette oft auch das Cover der DVD und das Cover der Blu-ray. Aber bei denen davor, bei den Sachen aus den Achtzigern, da hast du ja oft bei den VHS-Hüllen noch so schön gezeichnete Cover, Ja, während dann ja. später auf DVD diese scheiß Photoshop-Cover dann irgendwann die Macht Das, übernommen haben, wo immer dann so 3 Figuren zusammen gefotoshoppt werden. ja, Das ist ja so das eine stimmt, aber ich glaube, Unart. noch Furchtbar. schlimmer ist es ja bei der Blu-ray, finde ich. Also ich finde, oftmals Ja, hat die DVD damals, also ich noch habe, glaube ich, schlimmer. 99 meine ersten DVDs, glaube ich, gekauft. Mhm. Da war ich noch relativ gut. Die DVDs haben damals, wenn ich mich nicht täusche, sehr, sehr oft, fast immer, das Cover der VHS gehabt. Und irgendwann hat sich das gewandelt. Da kamen dann Ja, Neuauflagen der DVDs ja, und da genau kamen dann mit den irgendwelche Neuauflagen kam das. Photoshop-Cover, Ja, die genau. einfach gar nicht mehr das Filmplakat oder so hatten, sondern irgendwie Mhm. irgendeine Szene aus dem Film draufgeklatscht oder so. Und das ist ja bei den Furchtbar, ja. Blu-rays heutzutage fast immer. Ja, Mhm. es ist so selten, dass eine Blu-ray das Filmplakat drauf hat, anstatt halt irgendwie, haben sie irgendwie so eine Ja. blöde Szene drauf oder irgendwelche, wie du schon sagst, irgendwelche Köpfe drauf gedruckt. Mhm. Ja, was ich so schade finde. Deswegen liebe ich halt auch die Bist du VHS-Kassetten vom ja. Design her, von den Covern. Das ist Wahnsinn. Ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel, ich weiß nicht, bist du James Bond-Fan? Magst du die Filme? Fan würde ich mich nicht bezeichnen, aber ich finde die meisten ziemlich gut, ja. Ja, dann sind wir da auf einem Stand. Aber ich muss sagen, fast am besten bei den James Bond-Filmen sind ja auch die großartigen Cover von damals. Das sind ja wunderschön gemalte Bilder. Ja, Und ja. wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, wenn man sich so anguckt, was über die Jahre für Videokassetten und für DVDs und für Blu-rays rausgekommen sind, und die Mhm. Cover sind immer schlechter geworden. Immer schlechter, Und die immer wie letzte liebloser. Ja, die letzte Blu-ray-Auflage, da ist ja einfach nur noch der Kopf von James Bond drauf, da und mit einem grünen oder roten oder blauen Hintergrund. Also, ich weiß Mhm. nicht, was da los ist. Das ist so furchtbar. Und wenn man sich diese genialen Ursprungsbilder Bilder anguckt, aber die haben es auch auf die DVDs schon kaum mehr geschafft. Also, selbst bei den DVDs war das oft so, dass da schon dann andere Cover waren. Und wie du schon sagst, bei den Blu-rays ist es dann noch, schlimmer geworden. Ja, ja. Ich habe hier übrigens 'n schönes Beispiel, kann ich dir grad mal zeigen bei der Ja, Gelegenheit. klar. Her damit. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Oh. Ist das ein Laserdisc? Nee. Doch. Das ist ein Laserdisc, genau. Das ist ein 4er Laserdisc-Set. Und da habe ich mich so gefreut über dieses geniale Artwork, dass ich mir das gekauft habe. Ich kann zwar keine Laserdisc abspielen, es ist einfach nur für das Cover. Aber warum 4? Weil das so schön ist. Was ist da noch dabei? Da ist noch der Soundtrack mit drauf und dann halt der Film. Der Film aufgeteilt auf 3 Discs, glaube ich. Echt? Auf 3 Discs? Anscheinend war da nicht. Laserdisc habe ich auch nie gehabt. Laserdisc habe ich auch nie gehabt, von daher weiß ich auch nicht, wie viel Platz da so drauf war, aber. Ja, da sind noch Kommentarspuren mit drauf und so weiter und so fort. Also, ja, aber einfach großartig. Dieses Set, als das rauskam, da war noch die Folie drum mit dem Original Saturn Preisaufkleber. Das Set ist von 1996. Nee, 1995. Okay. Und das Set hat 1995 235 Mark gekostet. Krass, ja, Wahnsinn. Wir hatten ja neulich das mit diesen unglaublich hohen Preisen. Frage ich mich, du hast das Original verpackt gekauft? Es war nicht mehr zu, aber die Folie war noch so, weißt du, wie teilweise bei den Schallplatten, die Folie war nur auf einer Seite offen und war noch so da drum halt. Das hätte mich jetzt nämlich interessiert, wieso hast du die dann abgemacht, wenn du sowieso die nennt man das auch Platten? Ich glaube schon, die Discs nicht abspielen konntest oder kannst. Ja, ich wollte auch reingucken. Also da sind noch so Poster drin und so ein Zusatzmaterial, den ich mir gerne angucken wollte. Und wie gesagt, die Folie, das sah auch nicht mehr so schön aus, die hing da so halb irgendwie dran. Habe ich dann ganz abgemacht, aber ich habe mich über den Preis gewundert. Mich hat die jetzt, glaube ich, irgendwie 20 € gekostet oder 15 € oder so. Also absolut im Rahmen. Ja, früher war das ja normal, ja. Also die ersten Videokassetten, die haben ja auch irgendwie 300 D-Mark gekostet und sowas. Ja, also eine Kassette, eine Videokassette, ja, mit einem 90-Minuten-Film. Aber hier, kennt ihr noch, sagt's genau, die besten Cover bzw. Artworks sind von Drew Struzan, heißt der so? Ja, wird er so ausgesprochen? Ich glaube schon. Keine Ahnung. Der hat halt so viele Cover gemacht. Hat er auch die James Bond Cover gemacht? Weiß ich nicht. Also der hat die Indiana Jones Cover gezeichnet. Der hat letztens erst wieder geguckt, Hook von Steven Spielberg, das Cover gezeichnet. Der hat viel, der hat gefühlt jedes Filmplakat aus den 80ern und Anfang der 90er Jahre gezeichnet. Also echt Wahnsinn, der Typ. Guck mal, da ist der Preisaufkleber noch. 47,95. Ja, und dann herabgesetzt auf 235. Krass, das war da ein Schnäppchen. Wahnsinn, ne? Ja, genau. Echt krass. Echt krass. Und hier der Foot Soldier schreibt halt auch, dass er oft hatte, dass bei der VHS das Band schimmelig war. Ja, ist dann halt, wenn die VHS im Keller gelagert wurde oder das irgendwo halt, ja. Doch, das hatte ich auch schon von dem einen oder anderen, wo ich dann auch zu einer Zeit, wo ich halt VHS wirklich gesammelt, also richtig gesammelt habe, auch dann VHS online gekauft habe. Und es dann hieß super Zustand, ja, und dann kriegst du das Ding, dann ist das Band schimmelig und dann kannst du die wegschmeißen. Ja, also das hatte ich nur ein einziges Mal bei einer Hörspielkassette. Da hatte ich noch gar nicht. Einmal vor und zurück gespult, war der Schimmel aber weg. Der war nur ja, aber der Schimmel bleibt ja dann halt im Kassettenrekorder hängen und dann hängt er sich ja an die anderen Bänder wieder dran. Also da wäre ich vorsichtig. Ja, ich habe extra einen alten Kassettenrekorder genommen. Okay. Na dann. Sonst nicht mehr benutze. Hier, guck mal, hier ist nochmal so ein geniales. Guck mal, da ist er einmal mit seinem Jetpack. Ja, Thunderball. Unter Wasser. Und dann nochmal mit den Girls, ja. Sehr schön. Ja, sehr, sehr cool, finde ich. So, was ich hatte eben noch einen Kommentar. Schöne Sachen. Ja, aber es ist halt eigentlich auch Quatsch, ne, sich sowas zu kaufen, weil man kann es halt nicht benutzen. Ne? Man kann es aber da sind wir wieder dabei. Du kaufst das, weil, warum kaufst du es dir? Weil du es schön findest. Weil ich ein sehr ästhetischer Mensch bin. Genau. Der sich an dieser Schönheit dieser Bilder erfreut. Ja, genau. Das ist halt einfach toll. Das ist halt einfach Nostalgie. Das ist halt einfach, und das hört sich jetzt wieder blöd an, wenn ich das sage, aber sowas wird es halt nie mehr geben. So richtig.
Artwork, so Poster, handgezeichnet. Das ist einfach nur noch ein Einheitsbrei, der halt im Computer zusammengeklatscht wird. Jetzt KI und was weiß ich was alles. Ja. Oder das nächste halt 3D-Druck. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja, das nächste Beispiel, dass Sachen im 3D-Drucker gemacht werden und dann schimpft man sich Künstler. Das ist für mich kein Künstler. Der packt irgendeine Datei in den Rechner und drückt dann auf Drucken. Ja, da ist keine Handarbeit. Aber wenn er die Datei selbst erstellt hat, dann würde ich sagen, ist es schon eine gewisse Art und Weise. Ja, das ist dann eine gewisse Art von Kunst oder ist das eher eine gewisse Art von Technikverständnis? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es Kunst ist. Aber wie gesagt, ich finde es halt, wenn du das wirklich mit deinen, das ist ja blöd, mit deinen Händen erschaffst, wenn du halt ein Bild wirklich mit dem Stift zeichnest, wenn du irgendwas modellierst mit deinen eigenen Händen und da kommt dann was bei raus, das ist Kunst, aber wie gesagt, irgendwas im Drucker reinzuschmeißen, ja, scheiden sich die Geister. Meins ist es halt nicht. Aber das kommen wir jetzt wirklich ab vom Thema, glaube ich. Ich hatte eben noch, ich weiß schon wieder nicht mehr, wo der Kommentar ist. Ich kaufe auch alte Platten hauptsächlich wegen dem Cover. Alex, fühle ich. Ja, genau. Ja, auch so schöne Cover teilweise. Ja, richtig. Platten, also Hörspiele sind ja auch sehr oft gezeichnet gewesen damals. Ja, und Musikplatten haben halt auch teilweise so geniale Cover gehabt. Und was ja das Schöne ist, im Vergleich zu Hörspielen, oder nee, kann man eigentlich nicht so sagen, generell im Vergleich sind ja Schallplatten auch fast alle sehr günstig. Ne? Wenn das jetzt nicht irgendwelche seltenen Erstpressungen von irgendwelchen Studioalben sind, dann kriegt man diese Film-Soundtracks, die fast alle davon kriegst du wirklich für kleines Geld. Die kriegst du für ganz kleines Geld, da bezahlst du nicht mal 5 Euro für. Gibt ganz wenige Ausnahmen. Ich weiß nicht warum, ne? Die sind dann wahrscheinlich entweder sehr beliebt gewesen oder in kleinen Stückzahlen produziert oder beides. Zum Beispiel der Soundtrack von Conan. Der ist ziemlich teuer, so um die 50 Euro rum. Aber so was du auf jedem Flohmarkt eigentlich findest, also egal wo ich hingehe, auf jedem Flohmarkt gibt es Dutzende Händler, die Schallplatten anbieten, immer so Wühlkisten und so weiter. Und mindestens in einer, wenn nicht sogar 2 verschiedenen Ständen von Händlern sind immer die Dirty Dancing Soundtrack auf Schallplatte zum Beispiel. Die gab es damals, ich glaube, die ist milliardenfach verkauft worden, diese Platte. Ja, also die kriegst du eigentlich geschenkt, ja. Sagen wir so. Jana fragt noch was. Du hattest eben ja den Airwolf-Helikopter von Ertl erwähnt. Ja, und das ist halt von Airwolf relativ wenig Spielzeug, Merchandise, was auch immer gab. Ja, Street Hawk, glaube ich. Street Hawk habe ich letztens was gesehen tatsächlich. Da habe ich das war so ein Colorforms oder sowas war das, von Street Hawk. Das war aber richtig, richtig teuer. Habe ich online gesehen. Also das ist das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwas von Street Hawk gesehen habe in Sachen Merch. Und Diana fragt hier gerade Magnum oder Riptide. Ich glaube, Magnum weiß ich auch nicht, ob es da überhaupt was gab. Und Riptide, also in Deutsch Trio mit 4 Fäusten, gab es, glaube ich, auch 0. Also kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht, Diana kann da vielleicht... Ja. Ja, ich würde sagen, das sind auch Sachen, für die braucht man in Anführungsstrichen nicht unbedingt Spielzeug, weil das nicht so die klassischen Serien waren, die, glaube ich, sehr junge Zuschauer angesprochen haben. Ja, ich meine, Airwolf habe ich letztens mal wieder so ein paar Folgen geguckt und ich muss sagen, Airwolf ist kein Vergleich zum A-Team oder zu, was gab es noch damals, zu den ganzen klassischen Action-Comedy-Serien. Airwolf war eine sehr ernste Serie, finde ich. War eine sehr ernste Serie. Und trotzdem gab es halt den Helikopter, weil er was Besonderes war. Bei Magnum, er hat halt seinen roten Ferrari nehmen können, aber der hat ja kein Herausstellungsmerkmal. Das ist einfach ein roter Ferrari. Ja, und bei glaube ich. Ja, Trio mit 4 Fäusten hättest du halt den Helikopter nehmen können oder so, diesen rosafarbenen vielleicht oder diesen kleinen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der kleine Computer-Nerd, der hatte immer so einen orangenen Roboter irgendwie so gehabt. Den hättest du vielleicht machen können, aber das war, glaube ich, auch nicht wirklich. Diana kann vielleicht Auskunft geben, ob es in den USA was davon gab. Also hier, meine ich, gab es nichts davon. Also hier der Flitzer TV
Paul? Ach, hier, da, ja. Der sagt gerade, da gab es wohl von Kenner was. Von Wüsste ich aber auch Kenner. nicht, aber vielleicht ja da gab es ja auch den Kit mit Michael Mhm. Knight, den habe ich ja Mhm. auch. Mhm. Vielleicht in dieser Art. Das kann natürlich sein. Also ich weiß, dass es das Ferrari-Modell in ähnlicher Form bei Barbie gab. Die hatte, glaube ich, so ein Magnum Ferrari. Ja, Und ja, doch, ja. ich habe mir den tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit als 1:18 Modell gekauft, aber einfach ganz klassisch eben diesen Ferrari. Kein Hat jetzt Bezug zu der nichts, Serie jetzt, ja. genau, hat keinen, es ist Mhm. einfach nur das Modell, weil ich den halt sehr, sehr cool finde. Ähm, aber sonst, aber interessant, dass du das sagst mit den Colorforms, weil Street Hawk kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne von Colorforms A-Team und Mhm. Knight Rider. Also würde sich das schon anbieten, dass es auch Street Hawk gibt, aber habe ich noch nie gesehen. Ah, ich habe was von Street Talk, und zwar, ich habe ein Annual-Buch aus der UK. Ja, Das habe ich. Ja, das ist das mir wollte ich gerade mir eingefallen. jetzt, das gibt es, wird gerade angeboten, also findet man ja zuhauf bei eBay, aber es wird gerade eins in eBay Deutschland angeboten, das wollte ich mir eigentlich kaufen. Okay. Aber da ist die erste Seite zur Hälfte lose und Ja, mag ich nicht so. die sind halt auch schon alt. Die gehen halt auch aus dem Leim, Ja. so wie wir bald. Ja, Und ich muss sagen, das Annual hatte bisher nicht so Anziehungskraft auf mich, weil es mhm. eben dieses 0815 Promo-Foto ist. Ich glaube, das Einzige, was es zu der Serie gibt, wo er eben ohne Helm auf dem Motorrad sitzt und dieses weiße Licht, was so aussieht wie so ein Z in der Windschutzscheibe sich so spiegelt. Und das ist halt auch auf der DVD drauf, das ist auf der Blu-ray-Hülle drauf. Das ist halt eben das Standardmotiv. Und Ich müsste jetzt gucken deswegen gehen. Ich habe ja die Bücher im Flur, habe ich ja Annual gesagt. Ich muss jetzt gucken nicht gehen, so, aber nicht so hoch im Kurs bei kann schon mir. sein, weil ich glaube, es gibt auch Ja, nur eins. Ja? Also es gibt, glaube ich, nur ja, ja, ein es gibt nur eins. Annual. Ja, Bei ja. manchen gibt es ja Es teilweise war ja fünf, auch, sechs. es war ja auch eine super kurzlebige Ja, Serie. Ne? Ich genau, weiß hatte gar ich nicht, eben ob die gesagt, überhaupt 16 zwei Folgen Staffeln oder hatte. so. Nee, Ja, siehst du, ich eine nicht. Staffel Glaube nur, ich ja. nicht. Oder es waren 2 Staffeln, Ja, aber wie gesagt, dann war es kurz. ja, ja, genau. Es ist ja auch nur eine DVD-Box dazu rausgekommen. Genau, richtig. Die Sabine ist Ja. da. Hallo oder Ach hi, hi, Mensch. Sabine. Hi, hi. Genau. Grüß dich. Ja, gerade mal gucken. Wie sieht's denn, wie sieht's denn hier aus? Ich glaube, ich habe hier nebenbei immer so mein Handy, wo ich dann nochmal das Ganze hier, den Chat drauf gucke. Und ich muss sagen, wir sind 36 Zuschauer und wir haben bisher nur 18 Daumen. Also wenn ihr noch keinen Daumen gegeben habt und ihr immer noch dabei seid und nicht eingeschlafen seid, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ja, Freunde, da geht noch was, komm. Bestimmt. Ja. So. Aha, der US-Fachmann hat geantwortet. Es gab von Riptide den Heli, ein Auto und den Roboter. Wahrscheinlich den orangenen Ui. Roboter. Magnum-Figur von Thomas kenne ich auch und den Ferrari. Gab auch mal die Sonnenbrille. Das kann natürlich sein, ja, dass die Sonnenbrille so als Ja, okay. Merchandise gab oder so. Hm. Ja, sehr cool. Ja, und das ist auch wieder so Sachen, das mag ich halt auch. Solche Hm. Dinge zu sammeln, die nicht so alltäglich sind, die man halt nicht so oft sieht. Ja, da kommen wir wieder zum Thema Masters. Du im Sammlerbereich, im Toy-Bereich, du kommst früher oder später immer, hast du 80% Masters irgendwo stehen die ganze Zeit immer, ja. Wenn du einen Toy-Sammler aus den 80ern siehst, 8 von 10 haben halt die Hütte voll mit Masters. Und das ist halt so gar nicht mehr meins, ja. Deswegen Ja, so das ist tatsächlich abwechslungsreiche so. Sachen finde ich halt toll. Ja. Ja, das ist tatsächlich was mich damals, ganz witzig eigentlich, großer Spider-Man-Fan auch. Und ich habe den damals so ganz für mich entdeckt, weil es gab jetzt keinen in meinem Umfeld, der Comics gelesen hat. Ich hatte Mhm. irgendwann mal so ein Spider-Man-Taschenbuch und fand das ganz toll und habe dann angefangen, mehr von Spider-Man zu kaufen. Und ich kann mich erinnern, dass ich richtig so ein bisschen enttäuscht war, als ich festgestellt habe, dass Spider-Man absoluter Mainstream ist und dass praktisch jedes Kind irgendwie Spider-Man gut findet. Dann dachte ich, habe tatsächlich irgendwie das wäre so ein bisschen was Besonderes, weil ich kannte den halt irgendwie nicht so. Ne? Mhm. Mhm. Damals war ja auch nichts mit Internet und so. Ich wusste halt, es gab diese RTL-Zeichentrickserie und da gab es eben die Comics. Und als ich dann irgendwann festgestellt habe, dass das
das Zugpferd Nummer 1 bei Marvel ist, dachte ich so ein bisschen auch so, okay, na gut. Aber das ändert an der Liebe natürlich nichts. Ne? Und sag mal, wenn du so ein großer Spider-Man-Fan bist, hast du, ich glaube, das waren ja, jetzt muss ich mich outen, weil ich nicht so ein großer Fan bin. Es gab ja in den 70ern, glaube ich, Filme, die bei uns halt beziehungsweise es gab eine Serie oder was auch immer, die bei uns halt als Kinofilme rausgekommen sind oder so, die relativ schlecht gemacht waren von den Spezialeffekten zu der damaligen Zeit. Aber halt, ich glaube, Spider-Man gegen den gelben Drachen oder so gab es oder irgendwie sowas, meine ich mich zu erinnern. Hast du diese, ich sage jetzt mal Filme oder Serien oder was auch immer es ist, hast du die bei dir zu Hause? Sei es auf VHS, DVD, wie auch immer? Ja, also ich wüsste nicht, dass diese Serie mal offiziell auf DVD oder gar auf Blu-ray erschienen ist. Ich habe die VHS. Es gibt 3 oder 4 Filme. Spider-Man gegen den gelben Drachen war der letzte. War ich als Kind übrigens sehr enttäuscht, dass kein gelber Drache vorkam, sondern dass es einfach die Chinesen waren. Ein bisschen rassistisch aus heutiger Sicht. Gibt's heute alles nicht mehr, ja. Der erste war Spider-Man, der Spinnenmensch, hieß es dann als Untertitel auf Deutsch. Und der zweite war Spider-Man schlägt zurück. Und ich glaube, das waren dann auch die 3. Vielleicht gab es noch einen vierten, bin ich nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall gab es diese 3. Und die, den mit dem gelben Drachen und Spider-Man schlägt zurück, die habe ich auf VHS, aber die erste fehlt mir noch tatsächlich. Die fehlt dir noch, okay. Und es gab, ich bin mir ziemlich sicher, es gab auch Hörspiele davon auf Schallplatte. Das weiß genau, ich. Da habe ich, die habe ich auch vom ersten Teil. Okay, weil da habe ich nämlich gesehen, die sind anscheinend ganz schön preislich, ganz schön, ja. Ich gucke mal schnell, ich müsste die eigentlich hier sogar relativ entspannt hier rausziehen können aus meiner Plattensammlung, die hier neben mir steht. Aha. Ich glaube nämlich, die sind vom preislich, ich kriege den Satz nicht auf die Reihe. Ich glaube, die sind preislich ganz schön hoch angesiedelt, nennen wir es mal so. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also so teuer kann die nicht gewesen sein, sonst hätte ich sie mir nicht gekauft. Ich würde jetzt mal tippen, vielleicht 20 Euro. Wenn du das als teuer ansiehst, okay, das finde ich schon viel. Das finde ich schon viel für ein Hörspiel. Ja, aber gibt es eben nicht viel von, ne? Ich finde ja, genau. Ist ja nicht schlimm. Ansonsten haben wir hier noch wird gerade auf Batman umgeschwenkt. Die Sabine schwenkt auf die Turtles um. Ach nee. Hätte ich jetzt nie gedacht. Verrückt, die Sabine. Ja, ich glaube, sie schreibt halt, es gibt so viele Turtles, ob sie jeder mit aufhören könnte. Ich glaube es nicht, Sabine. Ich glaube es nicht. Das schaffst du nicht. So, und wie gesagt, es wird dann noch auf Batman umgeschwenkt. Wie findet ihr den Batwing 1989 im 1:6 Scale von Marke fällt gerade nicht ein. Ich weiß nicht, was du jetzt genau meinst. Das muss ja ein Riesending sein. Ja, aber er schreibt auch, der Domenico schreibt, er ist unbezahlbar. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß halt nur, und das habe ich eben auch gelesen, auch wenn wir jetzt hier wieder zu Filmen die ganze Zeit rüberkommen, der Jürgen schreibt, ich mochte Batman lieber, vor allem die Keaton-Ära und Tim Burtons Flair. Ja, also das ist auch wieder so, Batman 89, Michael Keaton, Jack Nicholson war mein Batman, den habe ich im Kino gesehen. Doch, ja, mit 11 Jahren im Kino gesehen. Ich war so begeistert von dem und das Michael Keaton ist nach wie vor mein Batman und aber vom zweiten Tim Burton, also Batmans Rückkehr, war ich auch im Kino und da war ich enttäuscht, muss ich sagen, weil der ja doch ein anderes Flair hatte wie der erste Film. Ja, warst du enttäuscht? Ja, damals war ich enttäuscht, 92, okay. Damals war ich enttäuscht, heute liebe ich diesen Film auch, aber damals als angehender Jugendlicher fand ich ihn nicht so gut wie den ersten Film. So, jetzt wird es hier aber, sind wir schon nach 10? Noch nicht. Trotzdem blende ich es ein. Okay. Das lasse ich mal unkommentiert. Ja. Ach so, da geht's noch weiter. Also sag das doch so. Buden. Ich möchte die Bude sehen. So. Ja, unsere Buden möchten ganz viele sehen, Jana, aber da musst du halt privilegiert für sein. Ja.
Aber um noch mal kurz, ich mochte Batman lieber. Ja, Batman ist natürlich, ich glaube, Batman ist so die Nummer eins. Es gibt wahrscheinlich keinen Comic-Held, der so beliebt ist wie Batman. Ich Wirklich? glaube, Superman auch nicht? nein. Superman ist Okay. sogar relativ unbeliebt tatsächlich. Wirklich? Okay, ich bin da nicht, Ja. wegen dem Superhelden-Ding bin ich nicht so. Ich kann nur gerade so grob unterscheiden, wer DC und wer Marvel ist. Immerhin. Aber ich dachte halt, Superman ist so der Nonplusultra, den jeder mag. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Okay. Also bei Comic-Fans ist Superman eher unbeliebt. Also ich würde sagen, auf Platz 2 kommt dann wirklich Spider-Man. Mhm. Iron Man relativ weit oben und Wolverine, Hulk vielleicht noch ein bisschen, aber Mhm. Batman ist ganz klar die Nummer eins. Das ist Aber schon war so. Iron Man schon immer so weit oben oder wirklich erst seit 2008, seit dem Robert Downey Jr. Iron Man? Das würde ich schon sagen, das hat extrem zu der Popularität beigetragen. Ja, Vorher glaube ich. war Iron Man nicht so bekannt, hatte ja unter dem Namen Der Eiserne zwar hin und wieder kurze eigene Serien im Condor Mhm. Verlag damals, aber lief unter ferner Liefen, also war nicht so die große Nummer. Das, also, was dieser erste Iron Man-Film für die Figur getan hat, das ist schon krass, muss man sagen. Mhm. Und von Robert Downey Jr. selbst auch. Ja, da hat er Ja, wirklich, ist er neu geboren worden sozusagen. Ne? Der war ja richtig, völlig genau. weg. Richtig. Und dann ist er wie ein Phönix aus der Asche zurückgekommen. Ja. Der Ja. perfekte, der perfekte Iron Man eigentlich. Aber Weil er ja auch privat Alkoholprobleme hat. ja, ja, genau, Das, richtig. Alkohol und Drogen mit Sicherheit auch. Aber ja, das weißt Ganze du, wer zusammen. der größte Superheld von allen ist, und dem stimme ich uneingeschränkt zu? Das ist Super Grovi. Super Grovi. Ja, Wenn du das sagst. ja, Super Grovi ist genial. Finde ich genauso. Das kleine Glück finde ich genauso. Super Grovi ist der Superheld. Ja, finde ich total toll. Ist eigentlich aber, wenn man überlegt, ganz interessant, da ja Iron Man und Batman nicht so weit auseinander sind, dass der eine so beliebt ist und der andere halt nicht so. Ja, es liegt Vielleicht macht's vielleicht aber der auch, Anzug. der Anzug, es liegt vielleicht auch aber bei Batman wirklich an diesem düsteren. Iron Man ist ja eher Ja, so kann sein. bunt und überdreht, nenne ich es jetzt einfach mal. Also er auch von seinem Millionärsgehabe und so weiter. So Ja, stimmt. Playboy-mäßig, ja. Und Bruce Ja. Wayne ist ja eher so, zwar auch ein bisschen Playboy, aber schon so ein bisschen, das Ganze ist ein bisschen düsterer, finde ich. Und Ja, man hat ja bei Batman auch immer das Gefühl, dass eigentlich die eigentliche Figur Batman ist und der Bruce Wayne wird nur gespielt. mhm, mhm, Und bei Iron Man ist es wohl eher umgekehrt. mhm. Ja, kann durchaus sein. Kann durchaus sein, ja. Aber wie Aber es ist gesagt, schon interessant, dass diese Figur so beliebt ist, ne? Weil Batman ist ja eigentlich ein ziemlich kaputter Charakter. Und dass ich gerade glaube, das der ist es aber so, auch. So ein gebrochener Kerl, der nur mh, quasi Hass in sich hat, in Anführungsstrichen, und nur auf ja, die Bösen mit aller Macht platt machen will, egal ob sie jetzt mh, eine alte Oma schubsen oder ob sie einen Mord begehen oder sowas halt, ja. So überspitzt gesagt. Aber ich finde es halt richtig, ja, ich finde Batman auch richtig, richtig gut, ja. Kommt mh, aber wahrscheinlich bei mir auch, wie gesagt, durch den 89er Michael Keaton Batman. mh. Ähm, ja, ich hatte hier eben auch noch was gesehen. Das ist schon wieder so weit oben wahrscheinlich. Oh, diese Kommentare, das ist Ja. Wahnsinn, was ihr schon wieder hier alles raushaut. Richtig cool. Sowohl der Sebastian von World of Nerd als auch der Jürgen haben geschrieben, dass Batman, dass eben auch diese Menschlichkeit ausmacht, dass er eben keine Superkräfte hat, hat aber ja Iron Man ja auch nicht. In seinem Anzug dann natürlich schon, aber so als Mensch ja eigentlich nicht. Aber ich Ja. muss sagen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, aber ich fand tatsächlich Batman genau wie Daredevil dadurch immer ein bisschen unrealistisch, dass sie eben keine Superkräfte haben, weil was die alles so machen, an der Mhm. verkraftet ein normaler menschlicher Körper eigentlich nicht. Ja, das stimmt schon, aber wie du schon sagst, unrealistisch in so einem, Ja. ja, in so einer Welt, sage ich mal, ja, Spider-Man. Ich meine, wie ist das denn, du als Spider-Man-Fachmann? Ich weiß, wir driften hier wirklich ab, aber das interessiert mich jetzt gerade. Spider-Man, hat der
der wurde ja wirklich, also der wurde wirklich, ja, der wurde ja in seiner Origin-Story von der Spinne gebissen. Ja, absolut. Aber in dem einen oder anderen Film baut der sich ja diese komischen Netzschießdinger und im anderen und in Comics und was weiß ich was, schießt er die auch manchmal wirklich aus seinem Handgelenk raus? Ist das richtig? Also gibt es das sowohl als auch, diese Storyline, Ja, sage ich mal? es passt tatsächlich ganz gut zum Thema, weil das auch so eine Realismusgeschichte ist. Genau, das meine ich nämlich gerade, von wegen realistisch. Da musste ich doch arg mit dem Kopf schütteln, weil Sam Raimi der Meinung war, der die ersten beiden Spider-Man-Filme, die ersten 3 Spider-Man-Filme inszeniert hat, es wäre realistischer, dass der Peter Parker, nachdem er durch die Spinne gebissen wurde, Netze aus seinen Handgelenken hier einfach so verschießen kann, als dass er sich so einen hochkomplexen Netzshooter bauen könnte als Jugendlicher. Fand ich totaler Quatsch, weil ich meine, Peter Parker wurde schon immer als Genie mehr oder weniger dargestellt, der super gut in der Schule war. Und na gut, es ist natürlich, ja, was es noch gar nicht auf dem Markt gibt, als Schüler sowas zu bauen, auch diese Technik, dass da so ein Druck hinter ist, dass du da so ein Netz rausfeuern kannst. Natürlich ist das irgendwo unwahrscheinlich, aber es ist nicht noch unwahrscheinlicher, dass du so ein Netz aus deinem Handgelenk schießt. Also das nimmt sich für mich nicht viel, muss ich sagen. Wenn wir dabei unwahrscheinlich bleiben, finde ich es doch sehr unwahrscheinlich, dass man so ein Netz entweder aus so einem komischen Kasten schießt oder aus dem Handgelenk und damit halt quer durch, was ist es, New York? Ich weiß es nicht, durch die Hochhäuser springt. Also ich glaube, das ist halt was, worüber man sich halt keine Gedanken machen sollte bei einer Comic-Verfilmung oder generell bei einem Superhelden-Comic. Ja. Das ist eben immer das Problem. Bei Comics wird das nicht so hinterfragt. Auch wenn du einen Realfilm machst, ne, dann versucht man, glaube ich, irgendwie das ein bisschen realistischer zu machen. Aber bei Spider-Man ist das natürlich auch vieles Quatsch. Ich meine, wenn man schon überlegt, der Kerl wird ja mindestens seine 80 Kilo wiegen und wenn er ständig seine Netze an irgendwelche Häuserwände oder Fenster schießt, dann in der realen Welt würdest du wahrscheinlich einfach ein Stück vom Haus wegreißen, als dass du dich wirklich daran längs schwingen könntest. Ich meine, wenn du punktuell auf einmal so eine Belastung von ein paar 100 Kilo hast, weil der ist ja dann im Fall sozusagen, ist ja auch ein Vielfaches schwerer, das würde ja die Wand meistens gar nicht aushalten. Oder auch wenn man denkt, Wände sind ja auch verputzt, ne, dann reißt du einfach den Putz weg. Und vor allem die US-amerikanischen Wände, die reißt dir ein, wenn du gegenhustest. Ja. Vor allem, was passiert denn mit den ganzen Netzen, die dann überall hängen bleiben? Die ganze Stadt muss doch zugepflastert sein. Die lösen sich nach einer Stunde etwa auf. Natürlich. Das wird tatsächlich hin und wieder mal in den Comics erwähnt. Okay. Gut, aber okay, wir sind jetzt wirklich komplett vom Thema abgekommen, also wirklich komplett. Nee, bei Messis in der Wohnung gibt es auch manchmal Spinnweben. Die lösen sich auch nicht nach einer Stunde auf. Genau, ich habe irgendwann am Anfang was vorgelesen von wegen Ungeziefer, das stimmt, ja. Wobei ich Spinne nicht unbedingt als Ungeziefer sehen würde. Spinnen sind sehr nützlich. Auf jeden Fall. So, aber wir sind jetzt auch schon wieder fast bei 2 Stunden. Richtig. Um halt hier mal so wieder den Bogen zu kriegen, würde ich schon mal kurz umreißen. Das heißt, du hast deine Sammlung in einem Sammlerzimmer. Du hast hier und da auch noch bei dir in der Wohnung, im Haus noch, man entdeckt auch hier und da noch mal ein bisschen was, aber das Haupt ist im Sammlerzimmer. Aber du hast noch viel mehr, was du, ich nenne es jetzt mal, ausgelagert hast, also irgendwo untergestellt hast. In Kisten, in Kartons und so weiter. Genau. Und das ist auch was, wovon du dich nicht trennen möchtest oder nicht trennen kannst, weil du dir denkst, vielleicht habe ich irgendwann wieder Bock drauf. Ist das so korrekt? Das hast du sehr schön zusammengefasst. So kann man das sagen, ja. Krass. Das ist halt weil es geht mir halt auch immer mal wieder so, selten zum Glück, aber es kommt auch vor, dass ich dann Sachen verkaufe und dann einige Zeit später denke, Mist, warum hast du das weggegeben? Jetzt hättest du es doch gerne wieder. Aber also es ist sehr, sehr selten. Also ich überlege mir schon wirklich ganz genau, was ich weggebe und was nicht. Ich hatte jetzt, es fällt mir nur ein, ich hatte gerade neulich tatsächlich den Fall, habe ich meiner Frau noch erzählt, ich habe ja mal einen einzigen Facebook Live Sale gemacht. Habe ich einmal versucht, lag mir nicht so, aber da habe ich eine Masters of the Universe Videokassette verkauft in so einem Pappschuber. Okay.
Ich dachte, ich kann die weggeben, weil das Motiv, was auf diesen Pappschubern war, das habe ich noch auf einer anderen Videokassette drauf. Das ist dieses Klassische, was auch auf dem Panini-Sammelalbum drauf ist, wo der He-Man so Ach, mit wo er dem so verschränkten steht. Arm steht, Mhm, weißt du? mhm, mhm, Und die Kassette habe ich weggegeben, die habe ich, an Peter Petendo dann verkauft. mhm. Und, hin und wieder sieht man die in seinen Roomtour-Videos. Und jedes Mal, wenn ich diese Videokassette da stehen sehe, es ist ganz komisch, denke ich so: „Ach, irgendwie hätte ich die doch wieder gerne in der Sammlung.“ Und jetzt, dann habe ich immer mal geguckt und jetzt habe ich sie dann für kleines Geld gefunden und habe sie mir jetzt wieder gekauft. Okay. Ja, das kenne ich aber auch. Genau, das ist So ist das. das manchmal. Für die Zuschauer, die nicht von Anfang an dabei waren, wieso auch immer, ich hoffe, ihr entschuldigt euch dafür, möchte ich noch mal kurz den einen Satz vorlesen, den ich aus dem Internet habe, weil der beschreibt auch mich sehr, sehr gut, nämlich das, was bedeutet es, ein Messi zu sein. Ich will damit nicht sagen, dass ich ein Messi bin oder dass überhaupt jemand von uns ein Messi ist, aber was da stand, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Personen mit Messi-Syndrom haben einen starken Drang, Gegenstände anzuhäufen und aufzubewahren, und es quält sie, wenn sie sich von diesen Gegenständen trennen müssen oder auch nur darüber nachzudenken, sich von den Dingern zu trennen. Das ist wirklich auch bei mir der Fall. Wenn ich mir was hole, es fällt mir so schwer, teilweise die Sachen dann doch abzugeben. Ich gehe auf den Flohmarkt und finde was und aus dem Impuls sage ich, boah, das ist cool, kaufe ich mir, weil es vielleicht wenig kostet oder weil es vielleicht aus den 80ern ist oder wie auch immer. Ja, komme dann hier zu Hause an und denke mir, wo tust du denn das jetzt noch hin? Eigentlich hast du dafür gar keinen Platz oder was auch immer. Aber dann denke ich mir, du hast dir jetzt gekauft. Ich habe da vielleicht eine schöne Erinnerung dran, auch an den Tag über den Flohmarkt zu schlendern und so weiter. Und es ist ja was, das hört jetzt wieder auch blöd an, es ist ja was Altes. Es ist ja was eine Geschichte erzählt. Das finde ich halt auch im Gegensatz zu den neuen Sachen so toll. Das stimmt, Damit wurde halt gespielt, damit haben das Spielzeug, wenn es reden könnte es eine tolle Geschichte vielleicht erzählen, wo es überall schon war, wo es vielleicht herkommt. Ja, es kann ja auch sein, dass das Zeug irgendwann mal irgendwo keine Ahnung, im Ausland verkauft wurde und dann über irgendwelche Umwege oder man war keine Ahnung, im Italienurlaub damals in den 80ern, hat sich da irgendein Spielzeug gekauft, was es vielleicht hier gar nicht gab, wie irgendeine besondere Masters-Figur zum Beispiel. Nur als Beispiel gesagt. Ja, und dann kommt man wieder zurück und dann irgendwann werden diese Sachen halt, wenn die Kinder erwachsen werden, dann rausgefeuert. Ja, irgendwann taucht die dann durch irgendwas wieder auf dem Flohmarkt auf und diese Sache, das Ding hat einfach eine Geschichte, das Ding ist einfach alt. Es kann auch Gebrauchsspuren haben, wenn ich es auf dem Flohmarkt finde. Das wird es dann auch haben, ja, aber ich finde es toll, dass man sieht, mit dem Ding ist gespielt worden. Ich brauche da auch keinen MINT-Zustand bei einer 80er-Jahre-Figur oder sowas. Die darf halt ruhig bespielt sein, solange sie nicht komplett verkrüppelt ist oder sowas halt, ja. Finde ich das wirklich, wirklich toll. Der Mayo ist weg. Mach's gut. Schön, dass du dabei warst, dass du so lange durchgehalten hast in deinem Alter. Wir sehen uns am Samstag. Genau, nächste Woche Samstag. Und da kommen wir nämlich gleich nochmal ganz kurz drauf, denn wenn wir das Messi-Sammler-Syndrom, wie auch immer, Thema kurz abgeschlossen haben, möchte ich gleich nochmal kurz auf die nächsten Veranstaltungen eingehen, die demnächst anstehen und auch mal euch fragen, wen man von euch da eventuell dann auch sieht. Ja, aber wie gesagt, bei mir ist es halt wirklich so, dass ich mir wirklich schwer tue, etwas, was mal in meiner Sammlung war, auch wieder gehen zu lassen. Wenn es was Altes ist. Bei neuen Sachen oder neueren Sachen habe ich, glaube ich, weniger Probleme. Aber bei alten Sachen tue ich mir wirklich schwer, selbst wenn ich keinen nostalgischen Bezug dazu habe, aber es ist einfach alt. Und es ist in meiner Sammlung, wieso soll ich es wieder abgeben? Weil auch wie der Stefan oder wie du es sagst, vielleicht ärgere ich mich dann später, weil ich genau später dann Bock habe, dieses Teil dazu haben zu wollen oder was auch immer. Das ist halt bei mir so das Sammelsyndrom. Das ist einfach irgendwie schön. Ich meine, man könnte ja auch die Sachen sich nur angucken und dann weitergehen, ne? Aber irgendwie
ist da irgendwas in uns, was sagt: „Nee, ich möchte es aber mitnehmen, ich möchte es aber bei mir haben?“ Mhm. Genau. Und da ich halt, wirklich 'n arges Platzproblem habe, gehe ich eben im Gegensatz zu dir dazu über, dass die Sachen eher kleiner werden, die ich mir dann, kaufe. Du, Bei mir werden sie frönst ja größer. dem Gigantismus, und ich gehe eher, Richtung kleinere Sachen. Und Mhm. ich habe ja hier auch noch dieses riesen Lego-Display, das will ich zum Beispiel auch grade, verkaufen, weil das einfach sehr, sehr groß ist und viel Platz Der wegnimmt. Rennwagen da? Und genau, dieser schöne Lego-Rennwagen. Ach, das ist Ähm, Lego. ja, das ist ein Lego-Modell. Ich kann das Ja, zeig mal, warte mach mal, ich mach mal mache 'n bisschen Werbung. Mach doch mal ja. 'n bisschen Verkaufsshow hier. Entertaine uns. Ich habe jetzt einfach mal die sie erkennst du, dass es Lego ist? Ne, also ich nicht. Ne. Also, ich habe da auch keinen Bezug zu Lego, muss ich ganz ehrlich sagen, bis halt auf meine Mhm. Kindheitssachen, die ich damals gehabt habe. Aber da dran erkenne ich würde ich jetzt persönlich nicht erkennen, dass es Lego ist. Hole ich's doch mal näher ran. So, guck mal hier. Aber jetzt erkennst du's, oder? Oh, jetzt erkenne ich den Rennfahrer. Ja, jetzt erkenne ich's wirklich. Jetzt erkenne ich's wirklich. Okay. Sehr gut. Das sieht auch noch 80er aus, kann das sein? Oder sahen die Ja, das Lego-Männchen immer ist so das aus? ist Ende 70, Anfang 80 Okay. und ist halt 'n richtig schönes Stück, aber es ist halt auch riesengroß. Es ist mit Strom betrieben, weil man kann hier den Stecker reinstecken. Ach, herrje. Und dann sieht das so 'n bisschen so aus, als wenn der da seine Bahn dreht. Wahnsinn. Also, Macht wenn das auch jemand an so was Geräusche? Interesse hat, ne, hier gerne mal melden. Macht das Geräusche? Ja, also leichte Straßensounds vielleicht. Okay. Oder der Motor quietscht 'n bisschen. Krass. Und von hinten ist es einfach blank, oder was? Da hinten ist halt der Motor dran. Ich zeige es dir gleich mal, wenn ich den Stecker Mhm. hier rausziehe. Hat leider keinen An und Ausschalter. Das heißt, man muss den Stecker rausziehen. Also Und Kaltstart. hinten Ja. ja genau, hinten ist dann halt der kleine Motor da dran, siehst du? Mhm. Da sitzt er in der Mitte. Hat das 'n das ist zum Schönes Ding. Aufstellen, oder was? Ja, Ist es jetzt kein hatte wohl Auf mal irgendwie 'n Aufsteller, aber der ich weiß nicht, ob 'n Teil fehlt oder so. Auf jeden Fall funktioniert das mit dem Aufstellen nicht so gut. Aber man kann's einfach Mhm. hinstellen, weil's relativ viel Tiefe hat, wie du siehst. Mhm, mhm. Das ist also für 'n Ja, und das sind Lego-Sammler also, das musst du auf jeden Fall loskriegen. Ja, denke ich auch. Ist doch 'n schönes Stück. Aber meine Was Frau hat gesagt, auch unter 150 geht nichts. Unter 150, okay, da haben wir wenigstens mal 'ne Ja. Hausnummer. Ja, Ja, also wenn jemand okay. interessiert ist, sagt Bescheid. Und dann gebe Okay. ich halt so was weg, ne, und dann kaufe ich mir hier so was, ne? Hier so ein Blatt Papier. Das Für ist 'n 150? Original-Aushang. Und das ist eben auch, was du meintest, ne? Das erzählt so Geschichte. Das hat so kleine Nadeleinstiche da oben und das hing halt im Kinoaushang wirklich. Schaukasten Mhm. damals, genau, als der Film in die Kinos kam. Das ist halt 'n Original, das ist nichts irgendwie Ausgedrucktes oder so. Mhm, mhm. Und das finde ich dann auch toll. Das hat jetzt irgendwie 15 €, glaube ich, gekostet, also absolut in Ja, Ordnung. optimal. Und dazu aus demselben Film gab's dann noch das hier, was ich auch sehr, sehr cool finde. Ah, das sind ja auch die Aushangfotos, ja, aus'm Kino. Genau, She-Ra hier in ihrer Mhm, sehr Verwandlungssequenz. schön. Richtig, Ich richtig habe ich cool. habe ich habe mir letztens schon mal Gedanken gemacht ich habe mich letztens schon mal gefragt: „Gibt's überhaupt noch so Aushangkästen bei den Kinos? Gibt's überhaupt noch diese Ja, bei Fotos? den Gibt's Kleinen gibt's das das noch. bei den Kleinen? Aber die Mhm. Kinoketten, Kinopolis, Ne, ich glaube, Cineplex, da wie hängen nur heißen noch die die noch? Poster tatsächlich. Ja. Also, ich kenne das nur von den kleinen Programmkinos. So in Hamburg haben wir da noch 'n paar von. Und die Okay. haben tatsächlich noch diese Schaukästen und da gibt es zu den Wahnsinn. modernen Filmen auch tatsächlich noch manchmal, solche Bilder, aber es wird halt immer weniger, ne? Meistens ist es dann doch nur noch das Poster, was da hängt, Mhm, mhm. weil das ja alles Wahnsinn. heutzutage mehr so digital ist Ja, irgendwie. ja, deswegen. Das Deswegen ist finde ja ich ja auch diese Aushangfotos ja so schön. Das ist ja Ja. auch mit diesen mein Vater war ja großer Sammler von klassischen Autoprospekten. Das waren ja auch Mhm. Kunstwerke für sich damals teilweise. Mhm. Und heute, drückt dir der Verkäufer so 'ne CD oder 'n USB-Stick in die Hand und dann kannst du dir zu Hause das am Rechner angucken, ne? So ändern sich Ja. die Zeiten halt, ne? Ja. Foot Soldier, mach's gut. Freut mich, wenn wir uns am Ja. 3., 2., Tschau. 4., 2. auf der Marché Noire sehen. Wie gesagt, Mhm. da kommen wir jetzt gleich noch mal zu. Und die Sabine fragt, wie viele Teile sind das? Ich glaube, sie meint das Lego-Teil. Wenn ich das richtig deute, das sind keine Teile, da ist kein Auto drin, Sabine, sondern das ist 'n Laden oder 'n Thekendisplay. Ja. Also, das ist nur
was heißt nur in Anführungsstrichen, sondern das ist halt Merchandise, das ist ein Werbematerial, das ist nichts zum Bauen. Richtig, genau. Guck mal, was das kleine Glück schreibt. Der Lego-Rennwagen hat ein John Player Special Design. Ayrton Senna Vibes. Okay. Also ja, 200 Euro, Stefan. Ich habe versucht, mich hier ein bisschen schlau zu machen und rauszufinden, von wann dieses Lego-Modell ist, weil ich dann dachte, dann kann ich auch rausfinden, von wann das Display ist. Aber diesen Lego-Rennwagen gibt es gar nicht. Also es ist tatsächlich ein Modell, was man wohl extra so als zu Werbezwecken so erstellt hat. Aber diesen Wagen konnte man so in dieser Form nie kaufen. Wahnsinn. Habe ich erfahren. Okay. Das ist aber krass, dass sie dann halt Werbung dafür, also finde ich ein bisschen komisch, okay. Ja, was auch halt seltsam ist, dass nicht Lego draufsteht. Ne? Das würde man ja erwarten, dass irgendwie so ein Lego-Schriftzug mit drauf ist. Es wurde schon gemutmaßt, dass das vielleicht an so Kartrennbahnen damals rausgegeben wurde oder das ist wieder interessant. Das macht mir wieder Spaß, da irgendwie gucken, ob man halt irgendwie was rauskriegt. Ja. Die Trödelmama, mach's gut. Auch wir sehen uns dann nächste Woche. Und ich glaube, jetzt kommen wir zum Abschluss. Jetzt haken wir das Messi-Ding einfach ab. Jetzt geht's wieder vorwärts. Denn jetzt geht es wieder einkaufen. Und zwar auf den nächsten Conventions, die stattfinden. Und ich möchte jetzt einmal einblenden, was demnächst ansteht und wer wo ist von euch. Könnt ihr jetzt einfach mal reinschreiben. Und zwar, es geht morgen tatsächlich schon los. Morgen wäre theoretisch die erste Convention, wo ich aufschlagen würde. Aber ich muss morgen leider arbeiten. Normalerweise arbeite ich samstags nicht. Morgen ist ein Ausnahmetag bei uns in der Firma, wo ich ran muss. Und genau da ist halt ein Event. Und jetzt blende ich es mal kurz ein. Denn das ist die Retro-Börse Comic, Film und Toymarkt in Speyer. Im Technikmuseum Speyer. Das ist das erste Mal, findet das statt. In Speyer fand sonst immer ein Fantasy, oder wie heißt das? Ich kriege es gar nicht mehr zusammen, so ein Cosplay-Tag statt. Ich kriege den genauen Namen nicht mehr zusammen, wo halt sehr viele Cosplayer waren und einfach da eine schöne Zeit zusammen gehabt haben. Und diesmal ist das erste Mal eine Börse dabei, wo du halt Toys etc. kaufen kannst. Die findet tatsächlich morgen und übermorgen statt. Und ich kann leider nicht teilnehmen. Für denjenigen, der teilnehmen möchte. Ja, es ist, wie gesagt, im Technikmuseum Speyer. Und wenn ich das richtig gehört und gesehen habe, musst du, genau, Domenico, bei Ludwigshafen, das Speyer, musst du den Eintritt bezahlen für das Technikmuseum, wo die Börse auch direkt drin ist. Das heißt, du läufst zwischen dem originalen Space Shuttle rum und da sind ja die Stände dazwischen und so weiter. Das ist eine coole Idee. Ja, hat allerdings auch seinen Preis, denn du bezahlst den vollen Eintritt fürs Museum. Auch wenn du nichts mit Museum am Hut hast, musst du den Museumseintritt bezahlen. Und der liegt bei Erwachsenen bei 22 Euro und bei Kindern bei 17 Euro. Doch, ja, ganz schön teuer. Bezahlen, aber Speyer wäre auch zu weit für mich. Ja, für dich wahrscheinlich ein bisschen zu weit, ja. Aber das Museum selbst ist halt eine Reise wert, sage ich mal. Coole Location bestimmt. Ja. Mit Sicherheit eine coole Location für so eine Börse auch. Aber wie gesagt, es ist halt kombiniert. Also wenn man sich vorhatte, das Museum anzugucken und steht auf Toys, dann kann man das an einem Tag halt verbinden. Ja, das findet übermorgen statt. Ich mache jetzt einmal ein bisschen Schleichwerbung, ich habe nichts davon. Dann habe ich es chronologisch sortiert, was dann als nächstes kommt. Und da wurden wir jetzt schon ein paar Mal ja in dem Chat drauf angesprochen. Denn nächstes Wochenende ist die Marché Noir, ehemals Retro Amour, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe. Also das habe ich auch nie verstanden. Ja, zwei sehr außergewöhnliche Namen für ein deutsches Event, muss ich sagen. Also da weiß ich auch nicht, wie der Name zustande kam. Aber es ist jetzt, glaube ich, schon die 3. Ausgabe. Ja, die 3. Und ich war noch nie da. Das ändert sich aber, wenn jetzt nicht nochmal ein Wintereinbruch kommt, was nicht kommen soll, weil ich habe da auch 2,5 Stunden, 3 Stunden Fahrt hin. In Dortmund ist das, im Depot heißt es, glaube ich, Depot Dortmund oder irgendwie so. Ist die Marché Noir Retro-Event. Ich glaube, Stefan, da kannst du aber ein bisschen mehr drüber erzählen, weil du warst letztes Jahr, glaube ich, da. Ja, richtig. Die Frage ist, was gibt es da?
Also, man kann sich das, schon ähnlich vorstellen wie so eine ganz, klassische Retro-Toy-Börse mit vielen Ständen, die eben da, Spielzeug anbieten. Aber es ist auch 'n bisschen breiter gefächert. Also, es waren letztes Mal auch einige Händler mit Schallplatten zum Beispiel da, mit Comics oder eben auch mit so selbstgemachtem Nerd-Stuff, also mit Cappies oder T-Shirts oder so, gab's auch 'n bisschen. Aber es ist auf jeden Fall, für Leute, die sich für Retro und Vintage, ähm, Toys und alles drumherum interessieren, auf jeden Fall 'ne Reise wert. Die erste Veranstaltung war noch relativ klein, die zweite war noch mal größer, in der ich war oder auf der ich war. Mhm. Und die dritte, die geht ja jetzt sogar über 2 Tage das erste Mhm. Mal und soll noch mal größer sein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da alles erwarten wird, aber ich fand's sehr lohnenswert und Mhm. lobenswert Mhm. auch und, werde aber trotzdem nur Samstag da sein. Also, ich weiß nicht, bleibst du Okay. beide Tage da? Ich habe mir wir haben uns das Wochenendticket gekauft, weil das hat auch nur 11 € Okay. gekostet, glaube ich. Ja. Wir haben auch ein Hotelzimmer, gebucht für den Fall der Fälle, weil, wie gesagt, wir haben 2,5 Stunden, je Mhm. nach Verkehr vielleicht sogar 3 Stunden Fahrt und wir wollen Mhm. morgens ganz früh los, sind dann den ganzen Tag auf der Veranstaltung und dann abends Ja. machen wir's dann abhängig, wie es uns geht, ob wir abends noch mal heimfahren oder, ob wir das Hotel nutzen. Das Gute ist, das Hotelzimmer können wir bis 18 Uhr an dem 3., noch kostenfrei stornieren. Ui, das ist Und, aber 'n krasses Angebot. ja, Sehr cool. genau, und deswegen, entscheiden wir das spontan. Und wenn wir dann am 4., also sprich halt der 4. ist dann der Sonntag, noch Bock haben, morgens noch mal kurz hinzugehen, dann machen wir das. Ansonsten, Mhm. sind wir auf jeden Fall am 3. da. Ja. Und, das kleine Glück schreibt jetzt noch mal: „Bei der Marché Noire die Karten nicht limitiert." Soweit ich weiß, nicht. Soweit ich weiß, waren die Hard-Tickets, in Anführungsstrichen limitiert. Das heißt, die bekommst du wohl an der Tageskasse nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mit den Hard-Tickets kommst du auch, ich glaube, das geht um 10 Uhr los. Auf jeden Fall kommst du mit Was den meinst du Hard-Tickets jetzt 'ne mit halbe Stunde früher Hard-Tickets? rein. Was meinst du damit? Hard-Tickets Hard? Hard-Tickets, also kein Bla-Bla-Bla-Ausdruck, sondern Hard-Tickets. Mach ich grad mal hier weg Ach wieder. so. Das ist die Eintrittskarte hier von der Marché Noire. Ja, ich Ja, und das weiß, ist ich ein habe die auch. Hard-Ticket. Das ist ein Ich habe Hard-Ticket. hart Also im Sinne von Herz verstanden. Ach Also, so, was für nein, ne, 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 Herztickets ne. denn? Also nicht einfach nur so 'n Stück Papier Retro ausgedruckt. Amour, weißt du? Genau, richtig, Amour. Ja, also Amour, und wie Amour. gesagt, mit diesen Tickets kommst du, glaube ich, 1/2 Stunde oder 1 Stunde vor dem normalen Tageskassenkartenholer rein. Ja, das war Ja, ich das. glaube, ich würde so gegen mein Zug kommt, glaube ich, gegen 8 Uhr an morgens. Muss mal Mhm. gucken. Vielleicht gibt's noch 'n kleines Frühstück, aber ich habe mich entschieden, ich werde noch am selben Abend dann wieder zurückfahren. Wird natürlich 'n langer Tag, aber ich mache halt mit'm Zug und ist ja für mich dann entspannt. Kann 'n bisschen pennen Gut, im Zug. dann hast du halt stressfrei, gell? Wenn der Ja. Zug halt fährt und nicht irgendwie Ja, wieder das ist Bahnstreik ist natürlich oder nicht so was, ja. ich gucke, jeden Tag ganz gebannt die Nachrichten. Es war jetzt wieder schon 6 Tage Streik angekündigt. Mhm. Ich hoffe wirklich, dass der Zug geht, sonst, wäre sehr, sehr schade. Okay, also drücken wir die Daumen. Ja. So, das war jetzt oder ist jetzt schon nächste Woche. Mhm. Ist denn da jemand von euch da? Außer die jetzt schon gesagt haben und die jetzt schon den Chat verlassen haben. Würde mich interessieren. Ansonsten machen wir weiter mit der nächsten Veranstaltung, bei der du, Stefan, glaube ich, nicht bist. Und zwar die Power of the Richtig. Force, die Star Wars Convention in Köln, findet dann Anfang Mai statt. Da bin ich dann. Mhm. Und wahrscheinlich auch beide Tage. Auch da wieder Hotelzimmer. Und ist auch mein erstes Mal. Das erste Mal, dass ich auf der Power of the Force bin. Wie gesagt, ist eine reine Star Wars Convention in Köln, in den Messehallen, glaube ich. Auch auf der Retro Amour übrigens halt. Die Shops Steinedorf ist da. Ja, Sea-Toys ist, weiß ich nicht, Sea-Toys ist auf der Retro Amour oder auf der Marché Noire, wie man es nennt. Nächste Woche, ich weiß nicht, ob die auf der Power of the Force sind, weiß ich nicht genau. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, da. Ich glaube, Sea-Toys hat nicht genug Star Wars. Das kann sein, ja, das kann sein. Und guck mir das auf jeden Fall da in Köln das erste Mal, ja, an. Das ist, Ja, ist wie natürlich gesagt, sehr, sehr schön.
Ich war ja auch gerade in Köln dieses Jahr, ist ja immer eine Reise wert auch, aber dafür ist meine Star Wars-Liebe nicht groß genug, um zu so einer Convention zu fahren, die sich Ja. nur auf das Thema konzentriert. Ja, also ich würde mal gucken, wie es ist, weil der eine oder andere weiß vielleicht, ich habe auch mal eine ganze Zeit lang halt Autogramme gesammelt und war halt auch auf diversen Veranstaltungen wie dem Weekend of Horrors zum Beispiel und so weiter, wo man halt Schauspieler aus Filmen getroffen hat und sich mit denen halt fotografieren lassen konnte. Und hier auf der Power of the Force ist es auch so, dass halt auch diverse Schauspieler kommen, mit denen man da Fotos machen kann. Unter anderem, das interessiert mich halt eher, Schauspieler, sofern sie noch gut beisammen sind, aus der Originaltrilogie. Es kommen auch Leute aus den neuen Filmen, das interessiert mich nicht die Bohne. Aber es kommt zum Beispiel der Michael Carter, glaube ich, der den Bib Fortuna gespielt hat. Es kommt der Rancor Keeper, kommt und das sind ja beide aus Rückkehr der Jedi-Ritter, was auch die meisten hier vielleicht wissen, mein Lieblings-Star Wars-Film ist. Aber die waren ja alle so verkleidet, dass man schon glauben muss, dass er das ist. Ne? Man weiß genau, richtig. Aber da ist wieder, wenn du halt so ein zum Beispiel, das finde ich halt toll, wenn du halt so ein Star Wars Mock hast zum Beispiel, so ein Original-Vintage-Figur, original verpackt und da dann den Schauspieler davon drauf unterschreiben lässt, das finde ich halt wieder sau cool. Ja, da bin ich halt überlegen, ob ich das eine oder andere mir da gönnen werde. Mal gucken, ob es mir gefällt. Und das ist halt das, die Power of the Force ist schon lange angekündigt, fast schon ein Jahr. Da habe ich auch schon dann die Karten. Die Los Amigos. Genau, und dann habe ich auch schon die Karten schon. Man beachte das Wochenende 4., 5. Mai in Köln. Wie gesagt, die Karten habe ich seit über einem Jahr dann gehabt und dann kam eine Ankündigung, gehen wir weiter, und zwar die Los Amigos 6, eine Woche später und dann auch nicht mehr in meiner Region. Ja, die Los Amigos zieht ja um dieses Jahr und geht von Hanau aus dem schönen Hessen, was bei mir wirklich fast ein Katzensprung wäre, nach Neuss, sprich halt auch nach NRW, wie es fast jetzt alle Conventions sind. Und wie gesagt, die Ankündigung kam relativ kurzfristig, muss ich leider sagen. Und das schaffe ich dann leider nicht. Das heißt, die Los Amigos werde ich aussetzen, weil 2 Wochenende hintereinander ist halt auch mit Kosten verbunden. Ja, nach Neuss müsste ich wieder fahren, wahrscheinlich ein Hotelzimmer nehmen, etc. Und ein zweites Wochenende hintereinander kriege ich das nicht hin. Von daher fällt bei mir die Los Amigos dieses Jahr aus. Aber du bist da, oder? Ja, ich bin auf jeden Fall da. Für mich ist sie ja näher herangerückt. Also für mich ist Neuss nicht so weit entfernt, wie Hanau es war. Bin ich auf jeden Fall dabei, aber ich wollte gerade sagen, auch nur an einem Tag, aber die ist auch nur an einem Tag. Die ist nur an einem Tag, genau. Dann komme ich auch nur einen Tag. Dann sei doch nur den einen Tag da, dann kannst du abends wieder nach Hause. Genau, ich freue mich drauf, ich bin gespannt, wie die neue Location sich so auswirkt, wie sich das auf die Veranstaltung auswirkt und was uns irgendwie da an Rahmenprogramm geboten wird. Da soll ja auch einiges in Planung sein. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf und werde, wenn alles glatt geht, auf jeden Fall vor Ort sein. Und ganz kurz, wo wir gerade dabei sind, Jana hatte gefragt, ob jemand Fotos oder Videos auf der Marché Noire macht. Also ich nicht, aber ich weiß, dass Peter Petendo da ist und dass der auf jeden Fall vorhat, dort zu filmen. Ja, also bei mir ist es ja auch so, ich mache ja selten Videos von Veranstaltungen, weil ich halt selbst die Veranstaltung halt genießen will, ja, und nicht da die ganze Zeit rumlaufen will und irgendwelche tollen Aufnahmen mache. Deswegen mache ich meistens einfach ein paar Fotos und mache dann halt einfach eine Zusammenfassung in einem Video. Also großartig filmen werde ich auch nicht. Wie gesagt, ich möchte das halt selbst auch genießen. Und aber mit Sicherheit gibt es die ein oder anderen Kanäle. Ich glaube, kennt ihr noch, wird mit Sicherheit auch ein Video machen. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, der Peter, wie gesagt. Also gibt es mit Sicherheit welche. Und ich bin auch gespannt, was die Los Amigos bringt. Ja, also ich muss so schade, wie ich es finde, dass sie halt aus Hanau weg ist, muss ich halt auch sagen, es wurde quasi Zeit, dass sich da was tut. Ja, dass die Los Amigos sich vergrößert, dass sie ja gucken, dass sie halt mehr ja, in eine größere Halle gehen können, das Ganze vielleicht ein bisschen aufbohren können, weil Hanau war leider schon recht klein, in Anführungsstrichen, es war halt einfach begrenzt. Ja, da konnte man nicht mehr viel ausbauen. Und das ist jetzt mit Neuss wahrscheinlich anders. Also ich bin sehr gespannt, Stefan, was du sagen wirst und auch jeder andere, der da hingeht.
was die Jungs sich haben einfallen lassen. Also ich freue mich auf jeden Fall da auch auf Berichte, auf Videos etc. Ja, ich glaube, das wird wirklich interessant. Ich glaube, es ist wirklich das Problem gewesen auch, dass die andere Halle, diese Paintball-Halle, nicht wirklich auf so viele Menschen im Hochsommer Ja. ausgelegt war. Ich glaube, da haben sich die Veranstalter nicht so 'n Gefallen getan, das wieder so in diesen Hochsommer zu schieben, weil es einfach das ist ja so stickig da drin geworden in so kurzer Mhm, Zeit in der mhm, Halle, mhm. dass man einfach also ich zumindest nur noch raus wollte. Und bei der Marché Noire, die jetzt gar nicht, würde ich sagen, so viel größer ist, aber es ist 'ne ganz andere Form von Halle. Die Halle ist sehr hoch, die hat gute Mhm. Belüftung, ne, da merkt man, die ist eher für viele Menschen ausgestattet. Okay. Und da nun ist es natürlich auch nicht Hochsommer. Ich weiß nicht, wie heiß es da im Hochsommer werden würde, aber das ist 'n ganz angenehmes Klima einfach vor Ort, muss man sagen. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Marché Noire. Bin Mhm. gespannt, da werde ich ja persönlich teilnehmen und bin gespannt, was die Los Amigos bringt. Ja, Ja, also schauen sehr wir mal. gespannt. Und dann habe ich, glaube ich, noch, was ich jetzt nicht habe, weil ich hatte es eben erwähnt, gelesen, der Domenico hatte geschrieben, dass er zur Grayskull-Con fährt. Die habe ich jetzt hier gar nicht mit dabei. Mhm. Die Grayskull-Con ist aber, meine ich, immer das erste Wochenende im September, glaube ich. Das heißt, sie müsste dieses Jahr auch wieder im September sein, auch wieder 3 Tage, ich glaube 3 Tage waren es immer, Freitag bis Sonntag, Masters of the Universe pur. Grayskull-Con ist eine etwas andere Art von Convention, nenne ich es mal, also nicht das typische Mhm. Verkaufen und Händler und so weiter, sondern es ist Ja, wirklich mehr so 'n eine Come Together, ne? alteingesessene Convention, die es schon seit Jahrzehnten gibt, ja, Ja. wo halt das Masters-Fandom, sage ich mal, zusammenkommt. Da sind halt die wirklichen Nerds, ja, sage ich mal, die sich halt wirklich dann super auskennen und es gibt einen kleinen Flohmarkt, das ist aber der unwichtigste Teil. Da geht es halt wirklich um die Community, ums Zusammensein, ums Spaß haben, um sich auszutauschen und so weiter. War ich letztes Jahr auch, 2023, war sehr, sehr schön. Bist du da? Warst du schon mal da? Ich war noch nicht da. Ich würde gerne hin, aber ich muss halt wirklich gucken, wie ich's mache, weil, so wie ich gehört habe, ist es ohne Auto wirklich nicht so ganz einfach, da hinzukommen. Es ist nicht in einem Ballungszentrum, nennen wir es mal so. Ja. Es ist in Lennestadt, also auch wieder NRW oben, aber doch sehr, sehr ländlich, nennen wir es mal so. Mhm. Ja. Ja. Okay. Da muss ich noch mal schauen. Alles klar. Aber dann habe ich noch etwas, wo wir, glaube ich, beide sein werden. Und das ist, glaube ich, das, worauf viele dieses Jahr auch hinfiebern werden, ob sie es schaffen, das Ganze vom letzten Jahr nochmal zu toppen. Und das ist Mhm. die Toyplosion Volume 2. Oh Gott, das ist ja so Ja. klein. 14. und 15.9., also auch Mitte September. Für mich Ja. jetzt Die das, Veranstaltung des Jahres wohl, oder? ja, genau, das Highlight des Jahres, Ja. wo ich die meiste Vorfreude drauf habe, nennen wir es mal so, weil die Mhm. Toyplosion 2 hat, die Toyplosion 2023, die erste, was die Moto Bros, die diese Veranstaltung ja organisiert haben, Peter Petendo, Moto Lembo, der Aslan, der Philipp, alle, die dabei waren, die ich jetzt auch vergessen habe, also alle, die dabei waren, nochmal, Hey. obwohl ich es schon tausendmal gesagt habe, Riesenkompliment, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja, Ja, Wahnsinn. und die Convention war von vorne bis hinten so durchorganisiert, wie ich es noch nie erlebt habe. Ja, so top gemacht. Eine richtig coole Halle. Leider für mich, muss ich ja sagen, wieder in NRW. Das heißt, alles in NRW. Ich wohne halt echt ungünstig. Ach, Aber das ist, was soll ich sagen? glaube ich, ja, okay. Ja, also, ja. Das Highlight für mich, dieses Jahr auf 2 Tage ausgeweitet. Ja, also Ja. 2 Tage die volle Dröhnung. Und da, ja, da ist das Haupt, nenne ich mal wirklich der Flohmarkt, also wirklich das Verkaufen. Händler wie auch Privatleute. Aber auch die Community hat eine ganz große Rolle gespielt letztes Jahr. Das hat mich sehr, sehr Ja. positiv überrascht, ja, was da Mhm. für ein Miteinander war unter den Händlern, unter den privaten Flohmarkthändlern, unter den Gästen und so weiter. Man hat so viele Leute gekannt
Und das Tolle für mich war halt einfach, es gab halt so viel Abwechslung. Ja, also was man kaufen konnte, es gab nicht nur eine Toyline oder es gab nicht nur ein Motto, sondern du hast halt breit gefächert Toys von, keine Ahnung, von den 60ern, sage ich mal, bis in die Neuzeit gehabt. Sehr viele Vintage- und Retro-Toys von allen möglichen Toylines. Vernünftige Preise gehabt, ja. Du hast tolle Gespräche gehabt. Das war halt einfach, ja, einfach der Wahnsinn, genau. Und World of Nerd schreibt es auch, Toyplosion 2 inklusive Zodax Zeittresor am Stand. Das heißt, so ist es wohl. Die Genau. World of Nerd hat wieder einen Stand, wie letztes Jahr auch. Ja. Und diesmal, oder beziehungsweise letztes Jahr warst du auch schon dabei, hast du auch einen Stand gehabt und dieses Jahr ist das wieder der Fall. Hast du denn überhaupt noch was zum Verkaufen? Mehr als je zuvor. Okay. Ich habe so viel noch zu verkaufen, dass mein nächstes Video wahrscheinlich auf dem Kanal ein Sale wird tatsächlich. Ach. Ich kann das gar nicht alles mitnehmen zur Toyplosion. Ich habe noch so viel entdeckt, was ich gerne abgeben möchte. Unter anderem ganzen Custom Mask. Also da habe ich mich entschieden, ich werde vorher auch nochmal ein Verkaufsvideo und Sale wieder machen. Wurde ich auch immer mal wieder darauf angesprochen. Ich habe halt festgestellt, dass auf Facebook, was ja mittlerweile viele machen, mir liegt das einfach nicht so richtig. Ich werde es wieder klassisch als YouTube-Video machen, dass man sich das Video angucken kann und mich dann anschreiben kann, wenn man was davon haben will. Ach und so, es ist noch mehr als genug dann auch für die Toyplosion übrig, wo ich mich auch schon wieder, wie du schon sagst, sehr drauf freue. Und es ist ja auch gar nicht wirklich, war bei mir auch so, ich habe gar nicht so viel gekauft, ich habe mehr verkauft und trotzdem war das so eine tolle Veranstaltung und ich habe mir fest vorgenommen, ich werde meinen Stand auch häufiger verlassen, damit ich einfach mehr von der Veranstaltung noch mitnehmen kann. Ne? Ich werde einfach hin und wieder mal versuchen, den Stand vielleicht dann so ein bisschen abzudecken und dann einfach mal auch mehr zu interagieren mit der Community. Sehr schön. Aber du bist auch dann beide Tage, nehme ich an, da. Ja, Hotel ist Komplett. gebucht, ist alles fix. Also wenn nicht irgendwas Schwerwiegendes dazwischen kommt, werde ich auf jeden Fall auch beide Tage am Start sein. Sehr schön. Super. Klasse. Ich habe keine Convention danach mehr auf meinem Zettel. Hast du noch irgendwas? Nee, ich glaube noch, das reicht, ja. Ich habe noch was, das habe ich aber jetzt auch nicht geschrieben. Da war ich ja letztes Jahr auch das erste Mal, und zwar die Comic- und Figurenbörse in Ludwigshafen. War ich ja auch letztes Jahr im November das erste Mal. Die ist immer zweimal im Jahr, einmal im März, einmal im November. Die habe ich jetzt auch nicht hier auf dem Schirm, beziehungsweise mit dazu gepackt, aber die findet natürlich auch dieses Jahr im März wieder statt, damit ich die nicht unterschlage, weil die war auch richtig, richtig toll. Und da werde ich auch im März wieder sein. Und was ist mit hier der Luxor Fantastic, oder wie die heißt? Im Kino? In Bensheim, genau. Die kommt auch noch. Die soll auch noch kommen. Da gibt es aber kein Datum aktuell. Okay. Aber da wäre ich dann... Das auch sehr schön war, ne? Genau, richtig. Da wäre ich dann auch wieder am Start. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren hat man, oder habe ich auch im Bekanntenkreis und so, hat man sich beschwert, dass immer im Ausland so viele verschiedene Conventions und so weiter sind und hier in Deutschland nichts stattfindet. Und jetzt 2024 muss man sich erst überlegen, ob man alle mitnehmen kann oder ob man was auslassen muss. Ja, das ist echt krass. Die Entwicklung ist richtig, richtig cool. Also gefällt mir sehr gut. Und genau, Luxor Fantastic auch vergessen. Auch da, wenn die stattfindet, wenn ich es machen kann, wenn es machbar ist, werde ich da auch wieder mit dabei sein. Ja, ich glaube, du lachst nochmal. Hast du noch einen Kommentar gesehen? Ja, hi Leute. Heiko. Tschüss, Heiko. Grüß dich, Heiko. Heiko, wir wollen gerade das Ganze hier beenden. Wir sind Heiko, gerade in den Abschlussworten quasi. Aber Heiko zum Beispiel auch einer, der auf der Figurenbörse in Ludwigshafen, Comic- und Figurenbörse in Ludwigshafen war, den ich da getroffen habe. Heiko, auch ein super Kerl. Ja. Und bestimmt auch das nächste Mal auch wieder mit dabei. Ja, Leute. Und ich denke, wie immer wird ja der Stream auf deinem Kanal verbleiben. Natürlich. Unter dem Reiter Livestreams kannst du da mal reinschauen, Heiko. Genau, richtig. Kannst du dir nochmal angucken, was wir alles Tolles gesprochen haben. Und ich kann dir sagen, es war weitaus mehr, wie der Titel halt hier sagt. Also weitaus mehr wie wann bin ich Messi, wann bin ich Sammler, sondern wir sind etwas abgedriftet.
aber ich glaube, es hat trotzdem Spaß gemacht. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern hier auch. Ja. Ich hoffe, dir natürlich auch, Stefan. Und würde sagen, wir sehen uns wahrscheinlich beim nächsten Livestream, beim nächsten Video. Seht ihr uns. Und wer möchte, wie gesagt, nächste Woche Marché Noir, die erste große Veranstaltung, wo Stefan und ich auftauchen werden. Und wenn ihr kommen wollt, sprecht uns an. Ja, wir sind nicht wir sind nicht verlegen, wir sind nicht schüchtern. Ja, und dann können wir uns ein bisschen unterhalten und dann vor Ort ein bisschen quatschen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend, ja, ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.